Guten Abend, ihr Lieben, willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu, dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seht mich und ihr hört mich und die Technik macht mit. Ich sag euch, ich hatte eine verrückte Woche. Ich glaube, an der Plotterfront gab es für mich kaum so viel Aufregung wie in den letzten 3 Tagen. Wir haben letzte Woche gemeinsam an meiner Caesar Toilette rumgeschraubt und haben diesen Gummiring wieder eingebaut. Und ich habe sehr gehofft, dass mein Caesar-Plotter danach wieder tut, was er soll. Spoilerwarnung, es hat nicht geholfen. Es hat jedenfalls nicht direkt geholfen. Ich habe dann im Laufe der Woche noch weiter am Plotter rumgeschraubt und auch da zumindest eine kleine Besserung erzielt. Es hat mir aber partout keine Ruhe gelassen und wir starten heute genau mit diesem Thema. Eigentlich bräuchte ich hier so ein Breaking News-Flash-Ding. Ich selbst war extrem schockiert ob meine Entdeckung. Ich zeige euch das gleich mit Visualisierung und allem drum und dran. Ich hole euch auch gleich nochmal ab, was das Problem eigentlich genau ist und was nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Ich sage euch nur erst ganz kurz, was heute alles auf dem Programm steht, weil es ist ein bisschen was. Also ich will mir mit euch das Caesar-Thema angucken und hoffe, dass da für euch auch eine Erkenntnis dabei ist, denn es ist nicht der kaputte Plotter, es ist ein Problem mit der Software und damit betrifft es potenziell jeden, der auch mit einem Caesar-Plotter arbeitet. Dann möchte ich mir mit euch die Papierprojekte angucken, die hier so angefangen rumliegen. Es gibt kein fertiges Papierprojekt. Ich war diese Woche ziemlich in Zeitnot wegen dem ganzen Plotter-Thema. Habe aber jetzt trotzdem ziemlich fleißig geplottet und zeige euch schon mal quasi, was so kommt. Dann habe ich auch noch das eine oder andere 3D-Projekt, das ja so zu fast fertig es immerhin geschafft hat. Und da will ich auch ein bisschen was zu erzählen, weil ich weiß, dass einige von euch sich zum Beispiel das kleine Lichterketten-Ei schon wünschen. Da will ich erst noch was zeigen. Das war nämlich einer der herausforderndsten Drucke bisher. Da will ich einfach, dass ihr genau Bescheid wisst, bevor ihr das kauft, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und dann frei entscheiden könnt, ob ihr das Wagnis quasi eingeht. Das ist kein Wagnis, aber man muss sich im Rahmen dessen vielleicht ein bisschen mit dem eigenen Plotter 3D-Drucker auseinandersetzen. Ich werde also wieder versuchen, quasi so ein bisschen Ordnung in das Ganze zu bringen, mit dem Caesar-Thema anfangen, dann die Plotter-Sachen anschauen, dann die 3D-Druck-Sachen anschauen und ganz am Ende mit euch Kundenfotos gucken. So, das wäre der Plan. Gut, zu meinem Aufreger der Woche. Wir gucken uns ganz kurz einmal an, was ich bei dem Caesar-Plotter für ein Problem habe, was mich da genau stört. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei eurem Plotter schon ein ähnliches Problem beobachtet habt. Aber es hat sich mir endlich erschlossen. Ich verstehe jetzt endlich, was hier los ist und zeige euch erstmal, um was es überhaupt geht. So, hier liegen schon meine Streifen und ihr kennt das, ich plotte öfter Dinge, die irgendwie Faltlinien haben. Und ich habe im vergangenen Jahr irgendwann auf die Anweisung von Caesar ja diesen Gummiring aus meiner Maschine ausgebaut. Jetzt haben wir letzte Woche den Gummiring wieder eingebaut. Ich habe gehofft, dass dieser Wiedereinbau des Gummirings mein Problem ein bisschen verbessert. Naja, hat so mittel geholfen. Und ich wollte mich nicht damit abfinden, dass es einfach nicht besser wird und bin deshalb wirklich nochmal tief eingestiegen, um rauszufinden, was los ist. Ihr könnt es vielleicht hier, sag ich mal, unter der Kamera schon so einigermaßen sehen. Ich zeige es euch aber auch gleich drüben am Monitor. Ich habe das quasi einmal auch eingescannt, damit wir wirklich nah ranzoomen können und ihr genau seht, um was es geht. Also, wer auch mit einem Caesar-Plotter plottet und die Variante fix schneidet, wo die Faltlinien eben so gestrichelt geschnitten werden, hat vielleicht schon beobachtet, dass
in einem völlig unnachvollziehbaren Muster manche Faltschnitte einfach scheiße aussehen. Punkt. Entschuldigung für die klaren Worte, aber genau so ist es letzten Endes. Und ich hebe euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ich es hier unter der Kamera einfangen kann, aber da kommt dann hoffentlich gleich der Scan ins Spiel. Viele Striche sehen gut aus und manche Striche haben dann so einen komischen Haken drin, irgendwo eine komische Kerbe. Also alles irgendwie eher so suboptimal. Wir schauen uns das wirklich gleich einfach am Monitor an, damit ihr besser nachvollziehen könnt, was ich meine. Und Spoilerwarnung, da seht ihr dann auch gleich technisch, was da eigentlich genau schief läuft. Wartet, ich blende die mal aus, die Lösung des Problems. Und dann kriegt ihr erstmal auch den Bildschirm zu sehen und dürft mit mir Rätsel raten. Also hier habe ich nochmal den Scan für euch. Und wir zoomen mal wirklich nah ran. Und dann kann man nämlich, glaube ich, ganz gut erkennen, was ich meine mit manche Faltschnitte sehen echt scheiße aus. Hier sind Faltschnitte, die sehen super aus, gerade, ohne jedes Problem. Und mir ist halt aufgefallen, bei dünnem Papier noch extremer als bei dickem Papier, dass ich hier zwischendrin immer wieder so einzelne Schnitte habe, die echt schlimm aussehen. Und ich habe wirklich schon alles gemacht. Ich habe mich dazugestellt, ich habe zugeguckt, ich habe die Schnittabfolge beobachtet. Ich habe dazu natürlich auch schon mehrfach Kontakt mit Caesar gehabt. Die haben die wildesten Dinge zum Teil vermutet, ob irgendwie meine Datei falsch ist, ob da mehrere Linien in der Datei liegen. Also ich habe wirklich alles hoch und runter schon durchprobiert und bin nicht daraus schlau geworden, weil ich dachte, es macht ja so gar keinen Sinn, dass er manche Teile gut schneidet und andere nicht. Achtung, ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich oder auch unterwältigt wie ich. Ich zeige euch jetzt genau, wo dieses Problem herkommt. Ich habe ja gesagt, es hat mir absolut keine Ruhe gelassen, deshalb habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ausgelesen, was Leonardo an den Caesar sendet. Also ich habe ganz normal meine Datei in das Leonardo Design Studio geladen und die sah natürlich nicht so aus. Das ist eine ganz normale SVG mit Konturstrichelchen, wie man es kennt. Und das hier ist quasi die komplette Protokollierung von dem, wie der Plotter das Ding dann in Schneidepfade umsetzt. Ich habe dazu auch mal eine kleine Statistik und eine Erklärung, die euch jetzt gleich hoffentlich ein Aha-Erlebnis beschert. Und zwar habt ihr die problematischen Stellen im Schnitt immer da, wo das Schleppmesser die Richtung wechselt. Das kann man hier oben eigentlich ganz gut abgleichen. Aber weil ich jetzt für euch kein Suchbild draus machen wollte, habe ich auf einer anderen Ebene unser Schnittbild jetzt einfach einmal hinten dran gelegt. Und jetzt schauen wir uns vielleicht die Visualisierung mal gemeinsam aus der Nähe an. Und jetzt seht ihr hier die drüber gelegten Pfade und immer da, wo ein roter Schnitt ist, seht ihr einen Richtungswechsel. Und jetzt finde ich das doch schon extrem auffällig, dass immer genau da, wo die Richtung gewechselt wird, wo hier so ein kleiner Kompensationsschlenker gefahren wird, immer ganz genau da mein Schnittbild beschissen ist. Und ich war begeistert, dass ich das Warum endlich verstanden habe. Weil aus diesem scheinbar zufälligen Lochmuster in meiner Schnittlinie irgendwie sich endlich ein Muster herauskristallisiert hat. Die Problematik liegt hier einfach da, dass Leonardo quasi einen ziemlich katastrophalen Algorithmus hat, was die Reihenfolge der Schnitte angeht. Also vielleicht habt ihr selbst auch einfach schon zugeguckt, wenn der Plotter schneidet, versteht man manchmal nicht so richtig, warum er das eine Ding schneidet, dann fährt er irgendwo anders hin. Wir können ja mal versuchen, das hier vom Anfang an nachzuvollziehen. Also ihr seht, hier fährt die Linie rein, dann schneidet er hier den Strichel in die Richtung, hier den Strichel in die Richtung und dann kann man hier diesem ganzen wilden Wirrwarr immer so hin und her folgen. Und ich fand das halt von Anfang an schon relativ Banane quasi, wie diese Schnittabfolge ist. Die Erklärung ist vermutlich, ich habe dazu natürlich noch kein offizielles Statement, dass man da so eine Art nächster Nachbar-Algorithmus laufen hat, der den Schnitt besonders schnell machen soll. Das heißt, man fängt irgendwo an zu schneiden und guckt dann, da wo man schneidet, in der Nachbarschaft, welches ist das nächste Strichelchen, wo springe ich hin, damit ich also quasi möglichst kurze Fahrtwege habe. Jetzt haben wir aber bei einem Schleppmesserplotter mit Papier einfach einen Parameter, der in meinen Augen wesentlich wichtiger ist als kurze Fahrtwege. Und das ist eben die Berücksichtigung des Schnittwinkels. Und das macht das Leonardo Design Studio leider ziemlich schlecht. Ich will das jetzt nicht bashen. Ich habe der Ehrlichkeit halber bis jetzt auch noch keinen Vergleich betrieben, wie das bei anderen Plottern läuft. Das müsste man sich jetzt auch mal näher angucken.
Aber mir ist es endlich wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich verstanden habe, wo dieses Schnittbild herkommt. Ich habe mich wirklich schon dumm gesucht. Ihr wart dabei. Ich habe an der Maschine rumgeschraubt. Ich habe Messer ausgetauscht, Matte ausgetauscht, alle möglichen verschiedenen Schnitteinstellungen probiert. Und man kann das Ganze ein bisschen ausgleichen mit weniger Druck, aber man sieht es halt trotzdem. Und jetzt weiß ich endlich warum und ihr jetzt auch. Das, was daran ein bisschen untröstlich ist oder nicht so schön, ist, dass wir selbst natürlich da wenig Einfluss drauf haben. Ich habe diese Problematik, so wie ich sie hier jetzt auch visualisiert habe, natürlich auch an Caesar weitergegeben. Ich habe keine Antwort darauf gekriegt. Ich fürchte, ich habe mich da so ein bisschen unbeliebt gemacht. Aber ehrlich gesagt, ich liebe den Plotter eigentlich, weil er schnell und genau ist. Und ich persönlich finde diese Schlampigkeit in der Schnittabfolge ehrlich gesagt ziemlich schlimm. Also liegt vielleicht auch daran, dass ich mich schon mehrfach quasi darüber beschwert habe oder schon mehrfach darum gebeten habe, dass man da endlich mal was tut. Aber ich bin einfach glücklich darüber, es jetzt mal mit einem richtigen Bild auch belegen zu können, dass man einmal wirklich sehen kann, wie das Ganze abläuft. Ja, weil ich Christian gerade lese, der fragt, ob ich den Code dahinter angeschaut habe. Ich habe einfach genau den Datenstrom, Christian, abgefangen, den die Software an die Maschine sendet. Ich habe quasi den WLAN-Datenstrom mitgetrackt und habe genau daraus dann diese Visualisierung erzeugt. Tja, und ich würde sagen, das passt wie die Faust aufs Auge, weil ihr seht wirklich überall da, wo diese kleinen Richtungswechsel sind, ist halt leider mein Schnittbild so schlecht, wie es ist. Also hier oben finde ich es besonders extrem, diese ausgerissenen Stellen. Hier seht ihr es nochmal, ohne dass da irgendwie was drüber liegt. Machen mich persönlich ziemlich unglücklich und was ich daran so verrückt finde, ist rein algorithmisch, also rein mathematisch, kann man dieses Problem relativ leicht, relativ sauber lösen. Das heißt, ich habe jetzt für mich, das bringt euch leider wenig, aber ich wollte quasi einmal Proof of Concept sicherstellen, dass ich keinen Quatsch erzähle, für mich tatsächlich jetzt ein Plugin programmiert, mit dem ich meine Caesar direkt aus Adobe Illustrator ansteuern kann. Das heißt, ich muss gar nicht mehr in Caesar Leonardo Design Studio, um meine Aufträge zu senden. Und ich zeige euch auch gleich mal das Resultat. Also das Ergebnis ist viel, viel besser, weil halt mein Code einfach eins macht, er hält hier die Schnittrichtung konsistent. Diese vielen Richtungswechsel erzeugen hier letzten Endes das schlechte Schnittbild. Wie gesagt, es tut mir super leid, dass ich jetzt noch keine echte Lösung irgendwie für euch habe, aber ich dachte, vielleicht seid ihr genauso erleichtert wie ich, wenn ihr versteht, wo das Problem herkommt. Und das hilft einem zumindest auch, sage ich mal, so kleine Workarounds zu erarbeiten, solange wir selbst keine Möglichkeit haben, da tiefer Einfluss zu nehmen, ist eine Möglichkeit, die man hat, um dieses Schnittbild ein kleines bisschen zu verbessern, dass man einfach mit weniger Anpressdruck schneidet. Weil letzten Endes passiert dieser Einriss im Papier hier eben dadurch, dass, ihr müsst euch vorstellen, das Messerchen sticht ein und eigentlich steht es jetzt genau in die falsche Richtung. Das heißt, die Klinge ist genau um fast 180 Grad gedreht und dann will die hier weiterfahren und muss sich am Material drehen und dadurch entstehen diese Schieber bzw. Reißer. So, umso weniger Druck hier ansteht, mit umso weniger Druck ich die Faltlinie schneide, umso weniger tief dringt die Klinge ins Material ein, umso weniger extrem, sage ich mal, sehen diese Stellen aus. Und ich würde schon behaupten, dass es bei meiner Maschine noch mal ein bisschen schlimmer geworden ist über die Zeit, in Anführungszeichen. Und es ein bisschen besser geworden ist dadurch, dass ich diesen Gummi wieder eingebaut habe, weil eben das Messer jetzt nicht mehr so ganz ungebremst hier aufs Material knallt, sich festbeißt und dann hier nicht weiterfahren kann. Also das ist schon eine kleine Sache, die da mit Sicherheit mit reinspielt und die da mit Einfluss nimmt. Aber ich war ehrlich gesagt trotzdem massiv schockiert darüber, wie diese Schnittabfolge zustande kommt. Wie gesagt, es ist mathematisch relativ einfach, das abzufangen. Mein eigener Code arbeitet es quasi einfach in Zeilen ab. Das heißt, ich nehme zusätzliche Leerfahrten in Kauf. Der Plotter würde einfach die ganze Reihe an Strichelchen in die gleiche Richtung schneiden. Dann fährt er hier wieder an den Anfang und schneidet wieder alle Strichelchen in die Richtung, fährt wieder an den Anfang, schneidet wieder alle Strichelchen in die Richtung. Und dadurch habe ich bei diesen ganzen Strichelchen genau 0 Messerdrehungen. Und diese 0 Messerdrehungen zeigen sich halt nachher in einem sehr sauberen, ordentlichen Schnittbild. Weil ich die Jonna gerade lese, welchen Druck ich nehme. Das hier ist jetzt Tonpapier, das ich geschnitten habe. Das schneide ich normalerweise mit einem Anpressdruck von 40.
Die 40 brauche ich auch so einigermaßen, sage ich mal, um hier außen durch die Kontur wirklich durchzukommen. Und ich finde es auch relativ müßig oder lästig, wenn ich bei jedem einzelnen Schnitt den Druck für die kleinen Faltstriche zurücknehmen muss. Aber das wäre eben Empfehlung Nummer 1. Ihr könnt ja im Designstudio auch nach Linienfarbe schneiden. Und wenn ihr da nach Linienfarbe schneidet, könnt ihr den Anpressdruck für die gestrichelten Linien reduzieren. Dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Alternative ist klar, wenn man keine gestrichelte Linie hat, hat man kein Problem mit der gestrichelten Linie. Ihr könnt alternativ auch mit dem Falzwerkzeug arbeiten, dann müsstet ihr die Dateiversion variabel benutzen. Das hat halt den Nachteil, und deshalb mache ich das so selten, dafür bin ich offen gestanden einfach manchmal zu faul, man muss das Werkzeug wechseln. Man hat mehrere Durchgänge, man muss erst die Falzlinien aufziehen und dann aufs Messer wechseln und dann die Konturlinie schneiden. Und dieses dauernde Hin und Her ist für mich im Alltag einfach nicht praktikabel. Ich bin gespannt. Ich hoffe ehrlich gesagt sehr, dass da von Sisa irgendwie eine Antwort zurückkommt. Vielleicht heißt die Tatsache, dass noch keine Antwort zurückkam, ja auch, dass sie das intern sich erst nochmal genauer angucken. Das wäre ja tatsächlich irgendwie wünschenswert. Meine Lösung, die ich selbst für Illustrator gebaut habe, das sage ich euch ehrlich, wie es ist, die gebe ich natürlich nicht raus. Ich bin kein Softwareunternehmen. Das Ding ist auch noch in Entwicklung. Ich habe da noch 1000 Dinger mit reingebaut. Ich habe jetzt meinen Eckenüberschnitt endlich, den ich mir von Anfang an gewünscht habe und den es immer noch nicht in der offiziellen Software gibt. Meine eigene Software kann es. Ich weiß, es nutzt euch jetzt gerade noch wenig, aber wir beobachten einfach, wie es da an offizieller Seite weitergeht. Ich habe Sisa auch mitgeteilt, dass ich für mich selbst eine Lösung gefunden habe, aber dass ich mir natürlich von Herzen trotzdem wünschen würde, dass sie das Thema Schnittabfolge endlich ernst nehmen, damit alle, die einen Sisa-Plotter haben, letzten Endes das Potenzial dieser tollen Maschine auch wirklich nutzen können. Ich verstehe völlig, dass die ein Folienhersteller sind und wahrscheinlich im ersten Moment Geräte gebaut haben, die für den Folienschnitt gedacht sind. Und bei dünnem Material, wenn ihr nur eine hauchdünne Folie habt, habt ihr vergleichbare Probleme nicht. Ne? Also hier spielt natürlich mit rein, dass das Papierschnitt ist und dass wir es hier mit Fasern zu tun haben, die sich irgendwie aufbäumen und zusammenschieben können. Aber spätestens seit Sisa das Prägewerkzeug bzw. Falzwerkzeug an den Start gebracht hat, sage ich halt, die richten sich offiziell auch an Leute, die Papier plotten. Und im Papierschnitt ist halt einfach nun mal die Schnittrichtung nicht irrelevant. Weil das Schleppmesserplotter sich ja quasi wirklich nur durch Materialwiderstand dreht und da macht es macht einfach keinen Sinn, auf diesem Streifen x-mal ohne Not die Klinge am Material zu drehen. So. Ich hoffe, das war euch nicht viel zu technisch und ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, dass ich total durchgeknallt bin. Dass jetzt endgültig für alles zu spät ist. Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Ich hasse das, wenn ich Dinge nicht verstehe. Ich hasse das, wenn ich trotz stundenlangem Ausprobieren irgendwie keine Lösung finde. Und da kann ich ja hier gerade nochmal vielleicht den Beweis antreten. Achtung. Ihr seht, ne, es ist nicht so, dass ich damit angefangen hätte, dass ich gleich gesagt hätte, hey, lass mal eine eigene Lösung produzieren. Sondern ich habe wirklich alles Mögliche versucht, erstmal mit rumschrauben, ebenso wie ich mehr oder minder die Info von Sisa auch bekommen habe. Ich habe verschiedene Druckeinstellungen getestet. Ich habe Druck 20 geschnitten. Ich habe hier nochmal einen Druck 15 geschnitten. Also man hat auch wirklich gesehen, dass es mit weniger Druck auch schon besser geworden ist. Nennt mich Monk, aber ich finde die Lösung softwareseitig trotzdem persönlich inakzeptabel. Also ich finde es nicht gut, dass eine Software, die zu so einer tollen Maschine gehört, einfach so hinter den Möglichkeiten zurückbleibt. Und ich finde es ein bisschen verrückt, dass die das nicht schaffen, seit, weiß ich nicht, 2 Jahren sowas wie den Überschnitt mal an den Start zu bringen und ich das selbst irgendwie in 2 Nachmittagen machen kann. Sehr gut erklärt. Danke fürs tiefe Einsteigen. Das freut mich sehr, wenn die Gedankengänge zumindest nachvollziehbar waren. Ich hoffe wirklich, ihr denkt jetzt nicht, dass ich völlig übergeschnappt bin. Aber ich war einerseits wirklich einfach nur glücklich, weil ich endlich verstanden habe, was hier los ist. Und andererseits irgendwie total ernüchtert, weil ich dachte, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Aber ich bin jetzt eben bei einer Lösung gelandet, die für mich auch funktioniert. Und das heißt für euch, es gibt wieder mehr Plotter-Dateien. Insofern haben wir am Ende alle was davon, egal ob mit oder ohne Sisa-Plotter. Weil ich jetzt wirklich eben auch direkt aus Illustrator, Adobe Illustrator plotten kann. Das ist die Software, in der ich auch meine ganzen Dateien für euch entwickle. Das heißt, für mich fällt der komplette Exportschritt jetzt zusätzlich weg. Ich musste vorher eben auch, wenn ich in Illustrator irgendwas gemacht habe,
immer erst die SVG einmal exportieren, die dann, wie ihr auch, in der entsprechenden Plotter-Software öffnen, sie da irgendwie anordnen, die Schnitteinstellungen festlegen, den Schnitt senden. Das kann ich jetzt alles an einem Platz. Das beschleunigt natürlich, wie ich arbeiten kann. Darüber bin ich sehr glücklich. Das heißt, diese ganze Misere hatte für mich einen sehr positiven Seiteneffekt. So, und nach dieser Vorrede zeige ich euch hier direkt noch was, nämlich wie ich das Ganze jetzt gerade aus dem Plotter geholt habe. Und es ist genau die gleiche Form. Also an der SVG habe ich rein gar nichts geändert, aber jetzt eben geschnitten mit meinen eigenen Einstellungen. Und ich habe das leider noch nicht eingescannt. Aber ich denke oder hoffe, dass man es unter der Kamera zumindest schon einigermaßen erahnen kann, dass das Schnittbild einfach wesentlich gleichmäßiger aussieht. Und wenn man die Strichel aus der Nähe untersuchen würde, dann sieht man sehr gut, dass es da eben keine Schieber, keine Einreißer, keine irgendwie zusammengedrückten Stellen gibt. Das liegt wirklich einfach nur daran, dass die Klinge halt hier komplett gleichgerichtet durch das Material geht. Klingenwinkel sieht man nicht. Okay, pass auf, Ursu. Dann machen wir eins. Ich bringe das ganz kurz zu meinem Mann, der scannt das für mich ein, dann zeige ich es euch auch gleich noch einfach am Monitor. Ist wahrscheinlich dann eben besser, weil es gar so Licht und Schatten und gar so mickrig ist. So. Heike schreibt, dann drückt sie jetzt mal die Däumchen, dass sie jetzt wirklich mal dran arbeitet und sich dann mit einer Lösung meldet. Also die Däumchen drücke ich auch, aber ich glaube, im Moment, die drücke ich wahrscheinlich umsonst. An welchem Stand ist der Caesar-Support? Ich habe keine Ahnung, Christian, wo die sind, aber ich weiß auch nicht, ob die dich lieben, wenn du das Thema ansprichst. Aber du kannst es natürlich trotzdem einfach mal tun. Ich trage mal ganz kurz die Matte zu meinem Mann, der darf mal für mich ganz kurz den Scanner anschmeißen. Und dann könnt ihr das auch noch mal auf dem Monitor sehen und dann wird man schon ganz deutlich Unterschiede sehen. So, ich lege das ab. Du kannst es einfach dann, wenn es gescannt ist, ins gemeinsame Laufwerk legen. Ich hole es nachher wieder ab. Sehr schön, ich komme wieder zu euch zurückgegeistert. Ach ja, und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es einfach technisch so ein kompletter Nebenschauplatz war diese Woche, der mich einfach auch wirklich Zeit und Nerven gekostet hat. Aber wie gesagt, am Ende war es definitiv für etwas gut. So, und ihr seht, hier habe ich mich an Marinas Idee oder Wunsch letzte Woche orientiert, die am Ende des Streams sagte, ich könnte doch mal schnell testen, ob das besser geworden ist mit dem Faltschnitt anhand eines Rosettenprojekts. Die sind ja relativ schnell geschnitten und haben eben relativ viele Faltstriche. Sehr gute Idee, Marina. Aber anstatt eins zu schneiden, das ich schon hatte, habe ich eben auf die Schnelle ein neues Blümchen konstruiert und wollte es direkt damit testen. Da kann man das einfach sehr gut sehen. So. Außerdem, die liegen auch schon hier. Wollte ich euch die auch noch mal zeigen. Die habe ich ja das letzte Mal nur ganz kurz. Ich glaube, das war die mittlere Größe, die ich im Stream das letzte Mal von der Druckplatte geholt habe. Das ist jetzt einmal klein, mittelgroß. Gibt es einzeln im Shop, gibt es auch im Set. Ich dachte, ich zeige sie euch nur noch mal zusammenliegend. Dann könnt ihr einmal die Größenunterschiede sehen. Alle Größen, klein, mittel und groß, sind kompatibel. Auch mit dem A1 Mini, da habe ich drauf geachtet. So. Und jetzt würde ich vermuten, dass der Scan wahrscheinlich schon bereit ist. Lasst mich mal ganz kurz schauen und wir uns das einmal angucken können. Jetzt bin ich selbst gespannt. Ich habe es nämlich noch nicht selbst eingescannt gesehen. Hier ist es. Jetzt müssen wir das mal drehen. So, guckt mal. Huhu! Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Schaut euch das mal an. Das hier sind die Faltlinien, wie ich sie mit meiner eigenen... Achso, schaut euch das an. Ihr seht gar nichts. So, warum sagt denn keiner was? Jetzt! Ich freue mich hier einen Ast. Und vergesst dabei völlig, euch auch den Bildschirm freizugeben. Also, hier seht ihr jetzt meine Faltlinien in gescannt. Gerade ganz frisch von meinem Mann eingescannt. Ihr wart quasi live dabei. Das ist sogar die kleine Variante. Hier oben ist die große Variante. Da sieht man es nochmal schöner. Und ich denke und hoffe, ihr stimmt mir zu, dass das ein extremer Unterschied ist.
Also hier kann man das ganze Teil durchschieben, komplett von links nach rechts und wieder zurück. Und ihr findet nicht einen einzigen Faltschnitt, der irgendwie blöde abgeknickt ist oder der irgendwie doof zusammengeschoben ist. Ja, das sieht super aus, ne? Und das ist zumindest, sage ich mal, der Machbarkeitsbeweis, dass es an und für sich geht. Also ihr seht, hier hat er mir den kleinen Kreis noch nicht so ganz ideal geplottet, aber der war halt vielleicht nicht gut festgeklebt oder die Matte war nicht sauber. Aber ansonsten, wir können ja vielleicht nochmal direkt vergleichen. So, das hier ist das, was die Leonardo-Software mit dem Schnitt macht. Und das hier ist das. Und übrigens, nur damit ihr das ganz klar wisst, zur Vergleichbarkeit, beides genau mit den gleichen Druckeinstellungen geschnitten. Das heißt, hier wie da gleiche Parameter, lediglich andere Schnittabfolge. Also, ich glaube, der Machbarkeitsbeweis ist damit erbracht. Das war mir auch wichtig, weil ich will natürlich nicht nur meckern, ich will auch sicher sein quasi, dass es tatsächlich funktioniert. Ja, genau, Petra. Hier beim Kreis holt er erstmal aus. Das siehst du auch im Original. Warte, können wir gerade nochmal rüber switchen. Das guckt man sich oft ja gar nicht so nah an, ne? Aber jetzt, wenn es mal eingescannt ist, sieht man das eben, dass der bei fast jedem Pfad eigentlich immer erstmal so eine kleine Reinfahrbewegung macht, um dann auf der richtigen Bahn zu sein. Das machen Plotter aber fast alle und es ist in echt so winzig, dass du es quasi kaum siehst. Ich würde sagen, der ganze Kreis hat 2 mm. Was wird das hier dann sein? 0,2, 0,3 ungefähr. Also wirklich mini klein. Und das hier ist, wie gesagt, das, was ich jetzt, ne, gleiche Plotterdatei, gleiche Vorlage. Lediglich anderes Abarbeiten der Pfade. Nur damit ihr seht, dass das nicht nur reine Theorie-Räterei ist, was ich mir hier ausgedacht habe, sondern dass das auch einen krassen Unterschied in der Realität macht. Also ich war an mehreren Stellen überglücklich. Die erste Stelle war, als ich in meinem eigenen Plugin das erste Mal auf Senden geklickt habe und er ist wirklich losgefahren. Da war ich schon überglücklich. Und als ich jetzt eben die ersten Projekte mit Faltlinien vom Plotter geholt habe, jetzt sehen die Dinge endlich wieder so aus, wie ich mir das wünschen würde. Also damit kann ich sehr gut arbeiten, damit kann ich sehr gut leben und ich glaube, der Unterschied ist sehr deutlich zu sehen. Gut. Simone, genau, ob ich denen auch das Ergebnis geschickt habe, nee, das muss ich nochmal nachreichen. Das muss ich denen nochmal auch hinterher schicken. Aber dieses Schnittbild quasi kennen sie kennen die Analyse. Und ich finde alleine schon das hier sowas von vielsagend. Das hier. Ich kann euch hier oben drüber gerade noch mal kurz, ne, mit und ohne. Und dann seht ihr halt wirklich überall da, wo man die gefahrenen Pfade entsprechend sieht, dass es da Wendungen, dass es da Drehungen gab. Überall da ist halt mein Schnitt auch vermurkst. Also es ist eigentlich überhaupt kein Wunder, dass es so rauskommt, wie es rauskommt. Aber ich verstehe es endlich, weil ohne dieses Muster, das ich da drüber legen kann, habe ich nie verstanden, warum das so aussieht. Warum ist der Strich kaputt und der ist es nicht? Warum haben manche Striche so einen komischen kleinen Haken da dran? Gleiches Spiel, das ist irgend so eine Kompensationsbewegung. Ja, die sehen auch nicht so gerade aus, die sind auch nicht so gerade. Wenn man sich dieses Template anguckt, was da oben drüber liegt, guck mal, also ich habe es ja wirklich 1:1 übereinander gelegt, dann muss einem halt nichts wundern. Hier wird so eine Kompensationslinie wieder gefahren. Ja, okay, also so viel dazu. Ich weiß, es war jetzt vielleicht ein bisschen nerdig und es war sehr technisch, aber ich bin am Ende sehr glücklich, dass es theoretisch eine Lösung gibt. Ich hoffe sehr, dass Caesar sich irgendwie was einfallen lässt. Ich habe auch echt schon mit mir gekämpft, ob ich nicht irgendeine webbasierte Lösung schreiben kann, die man verwenden kann. Aber das ist einfach für mich eine komplette Zusatzbaustelle. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Job, quasi Plotter-Software zu entwickeln. Mein Job ist, Plotter-Dateien und 3D-Druckdateien für euch zu entwerfen. Ich habe lediglich eben wirklich auch versucht, für mich mein Werkzeug Plotter wieder vernünftig nutzbar zu machen. So. So, ihr Lieben. Respekt, dass ich das rausgefunden habe. Danke. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Ich habe mich gefühlt wie der Meisterdetektiv. Und das war meine Erkenntnis der letzten, weiß ich nicht wie viele Wochen, dass ich endlich rausgefunden habe,
was da los ist. Aber ich bin sehr glücklich, dass es überhaupt geht, sage ich mal, dass man von extern den Caesar-Plotter auch ansteuern kann. Dass es gehen muss, war relativ schnell klar, weil es andere Drittanbieter-Software schon gibt, die offiziell auch die Caesar-Plotter ansteuern kann. Das war so mein erster Punkt, wo ich verstanden habe, man kommt da vielleicht auch von außen dran. Ich war tatsächlich ganz am Anfang der Woche kurz so weit, dass ich gedacht habe, ist mir jetzt alles egal, ich bestelle mir jetzt Schienen und Motoren und ich baue jetzt meinen eigenen Plotter, ich habe die Schnauze voll. Ich habe ganz viel zuletzt mit meiner Cameo 2 ja geplottet und versteht mich nicht falsch, ich liebe die Maschine eigentlich. Aber wenn ich viel zu plotten habe und wenn es schnell gehen soll und ich viel eben auch hier oben dabei bin, weil ich irgendwie Entwicklungstätigkeit mache, dann nervt sie mich irgendwann, weil sie halt tackert und klackert und irgendwie Lärm macht. So. Alicia, du hast den guten Teil gerade verpasst. Wenn dich das mit der Juliet interessiert, später einmal zurückspulen. Ihr Lieben, ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Ich bin sofort wieder bei euch und dann geht's weiter. Dann zeige ich euch noch das hier. So. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Gut. Weiter im Text. Die Schmetterlinge kann ich wegräumen. Die habt ihr gesehen. Ich muss jetzt erstmal atmen. Ich war so angespannt, weil ich nicht sicher war, was ihr zu diesem Thema sagt, zu diesem Caesar-Thema, ob ihr mir endgültig sagt, dass ich nicht ganz alle Latten am Zaun habe. Okay, wer immer hier dabei ist, kennt diese Seite an mir wahrscheinlich schon. Aber ja. Genau, ich lese auch verschiedene, die schreiben, bin ich froh, dass ich einen Silhouette-Plotter habe. Ja, Sabine, kann ich durchaus verstehen. Ich habe wirklich in alle Richtungen tatsächlich diese Woche überlegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir eine neue Cameo kaufen soll. Weil ich mich jetzt gerade, sag ich mal, durch diese Probleme mit dem Caesar-Plotter auch wieder sehr an mein Silhouette-Programm gewöhnt habe und da halt alles Mögliche immer noch viel komfortabler ist als in der Caesar-Software, zumindest für mich. Ist wahrscheinlich auch subjektiv angehaucht, weil ich halt eigentlich jahrelang immer nur mit Silhouette-Plottern gearbeitet habe, bis ich jetzt dann vor 2,5 Jahren auf die Caesar umgestiegen bin. Ja, jetzt ist das Thema erstmal vom Tisch, weil ich jetzt aus Illustrator direkt meine Aufträge senden kann. Mal sehen, wie lange das gut geht und was mir da an Monkigkeiten noch einfällt. Aber jetzt habe ich erstmal wieder eine Lösung und darüber bin ich sehr glücklich, weil mein Kopf wirklich in alle Richtungen gearbeitet hat, weil ich halt, wenn ich jetzt wieder einen Silhouette-Plotter gekauft hätte, wieder das Problem mit der Geschwindigkeit gehabt hätte. Der ist einfach langsamer als der Caesar-Plotter, zumindest in meinen letzten Tests. Die schneiden auch so durcheinander, sagt die Simone. Dann sind wir doch irgendwann dabei, dass wir früher oder später vielleicht doch noch eine Plotter-Software von mir brauchen. Aber ich habe keine Lust, ich sag's euch ehrlich, wie es ist, dieses Fass aufzumachen. Weil wenn du jetzt anfängst, irgendwie Software zu entwickeln, musst du dich ja wieder darum kümmern, wer hat welches Betriebssystem, bei wem ist was irgendwie wie anders, warum funktioniert da das und das nicht. Und da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Auch keine Zeit dafür, sonst komme ich ja zu nichts anderem mehr. So.
Ja, ich lese auch hier bei der Manuela, die schreibt auch, im Silhouette-Programm geht ihr alles besser von der Hand. Mit Leonardo kommt sie nicht so gut klar. Kann ich total verstehen. Also ich habe jetzt ja auch wieder wochenlang, fast monatelang kann man sagen, weil das Problem mit dem Plotter war ja schon vor Weihnachten und dann habe ich es halt aufgeschoben. Ja, so lange habe ich jetzt mit Silhouette gearbeitet und wenn man dann doch mal mit Sisa arbeitet, so dieses Hin- und Her-Switchen, das ist dann schon ganz schön nervig. Aber gut, Haken dran. Plotter-Thema habt ihr jetzt gesehen. Ich habe dazu tatsächlich zu dieser, was ich euch da gezeigt habe mit der Schnittabfolge, sogar weil ich so empört und fasziniert gleichzeitig war, schon einen Blogbeitrag verfasst, dass man das auch in aller Ruhe nochmal nachlesen kann. Und da Sisa das vielleicht zur Not auch in aller Ruhe nochmal nachliest und sonst. Ich hoffe einfach, dass die nicht sagen, Papierleute sind uns doch egal. Das würden sie wahrscheinlich auch nie offiziell sagen, aber ich wünsche mir sehr, sehr, sehr von Herzen, dass wir da irgendwie eine Besserung bekommen. So, jetzt zu dem Vögelchen, das hier steht. Vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, wenn der dir gefällt. Ich zeige euch die Projekte jetzt gleich mal aus der Nähe. Diejenigen von euch, die nicht zum Basteltreffen kommen, müssen da jetzt leider noch 2 Wochen drauf warten. Diejenigen von euch, die in 2 Wochen mit uns hier in meinem Heimatort basteln. Die kriegen jetzt am Wochenende schon Zugriff. Ich habe ja letzte Woche mir eigentlich noch was ganz anderes vorgestellt, was wir am Basteltreffen gemeinsam machen. Habe mich aber umentschieden, habe auch mit der Annette noch mal geschnackt. Wir sind ja so in Fahrt, was diese Stapelblumengeschichte angeht und die ganzen 3D-Papierprojekte, dass ich überlegt habe, ach, dass es doch ganz schön wäre, wenn es in der Richtung einfach noch was gibt, was auch Frühling und ganzjahrestauglich ist und was man eben jetzt gut nach Ostern basteln kann. So. Außerdem glaube ich, dass sich diese Art von Projekt für unser Treffen sehr gut eignet, weil sie relativ handlich sind, weil man so viele oder so wenige davon machen kann, wie man möchte. Es wird nicht bei dem Vogel und der Blume bleiben. Es ist eine weitere Blume gerade schon in der Mache. Geplant ist noch ein Schmetterling, geplant ist auch noch mehr. Aber ich dachte, ich zeige euch das zumindest schon mal. Vorfreude ist ja auch was Feines. Dann wisst ihr schon mal, dass in der Richtung noch was kommt. In den Vogel gucken wir jetzt ganz kurz gemeinsam rein. Den habe ich extra nicht zugeklebt. Auch da ist es wieder diese Sache mit dem inneren Monk. Da nehme ich gerne auch nochmal euer Feedback mit. Vielleicht habt ihr da auch eine Rückmeldung für mich. Und zwar, Kleinigkeiten sind es ja immer. Wollte ich sehr gern, dass das Vögelchen hier unten ein rundes Bäuchlein hat. Weil ich erstens finde, dass sich das optisch irgendwie gut anbietet. Die Form sollte eben auch, sag ich mal, relativ einfach und abstrakt bleiben, um zu diesen ganzen Blümchen und so zu passen. Wundert euch auch nicht, dass es noch ein Loch hat, alles noch Prototyp. Muss noch zugeklebt werden, ist klar. So, steht auch direkt. Yay! Ihr seht gleich, warum ich mich freue, wenn ich euch das Teil einmal aus der Nähe zeige. Ihr könnt es euch wahrscheinlich ungefähr vorstellen. Dadurch, dass der unten rund ist, genau, hat er eben auch die Möglichkeit, sage ich mal, sich zu bewegen. Und vorhin hatte ich eigentlich eher das gegenteilige Problem, dass er, sage ich mal, sehr hinterseitenlastig war, weil wir halt hier einen langen Hebel quasi haben, der relativ stark über diesen Drehpunkt hier unten raussteht. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn der frei stehen soll, muss man innen drinne das Gewicht einigermaßen ausgleichen. Und ich habe mir da was Kluges überlegt. Ich habe einfach die Streifen relativ spezifisch eingesetzt. Habe das natürlich auch abfotografiert, damit man das nachher auch nachschauen kann. Wir haben auch in der WhatsApp-Gruppe fürs Treffen schon bunt darüber diskutiert, was man noch machen könnte. Man könnte noch ein Magnet innen einkleben, man könnte noch irgendwelche Beschwerungen anbringen. Man könnte zur Not einfach Dekogranulat reinkippen, dann beschwert das automatisch, sage ich mal, in der Position, in der er steht. Ich hätte fast Lust, das mal auszuprobieren. Aber ich zeige euch erstmal, wie es innen drin ausschaut. Mal einmal nochmal hier einen kleinen Kamerawechsel. Und ich öffne ihn euch einmal. Und ihr seht auch, das Wichtige ist wirklich, dass man ihn nicht gleich zuklebt, sondern wenn ihr dann auch soweit seid und ihn plotten dürft, dass man ihn erstmal nur so lose zumacht und ihn wirklich aufstellt und testet, ob er steht. So. Und ich glaube eigentlich, sage ich mal, wenn man einen Anhaltspunkt hat, deshalb habe ich hier die Streifen auch wieder schön in unterschiedlichen Farben umgesetzt, wenn man einen Anhaltspunkt hat, wie der Aufbau innen drin aussehen sollte, dann ist es nicht so tricky. Aber ihr könnt es daran, wie dicht die Streifen stehen, eigentlich schon ganz gut erkennen. Also ihr könnt, glaube ich, gut sehen, dass die hier hinten am Schwanz entlang relativ breit aufgezogen sind, damit da möglichst wenig zusätzliches Gewicht reinkommt und trotzdem eine ausreichend große Auflagefläche entsteht, um hier oben diese zweite Vogellage auch auflegen und ankleben zu können. Und hier
An der Vorderseite, am Kopf und hier unten vor allem am Bauch und an der Brust habe ich es eben sehr gut gemeint mit den Auflagestreifen. Ich habe extra, wie gesagt, unterschiedliche Farben genutzt. Dann seht ihr, dass hier in den Kammern sogar 3 Auflagestreifen drin stehen. Rot, Weiß, Grün, Rot, Weiß, Grün, Rot, Weiß, Grün. Bis hier hoch. Hier oben sind es dann immer nur noch 2. Und hier hinten habe ich dann sogar einen Streifen über 2 Kammern gestreckt. So, damit passt es bei mir. Damit steht er bei mir. Ich habe erst überlegt, ob ich es noch kleinteiliger, sage ich mal, einteile, aber ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Ihr müsst es sowieso mit eurem Material ausprobieren. Es kommt total drauf an, was ihr für Material verwendet, für außen, für innen. Ihr seht auch, dass man von dem Innenleben später eigentlich nichts mehr sehen kann, weil das sowieso komplett zugeklebt wird. Das heißt, man kann hier innen drin sehr gut irgendwie Reste von Papier verwenden. Vielleicht Farben, die man nicht so mag. Streifen, die noch irgendwie übrig sind. Also ihr wisst, was ich meine. Insofern muss sowieso jeder für sich austarieren, dass das Teil am Ende steht. Aber wir können ja vielleicht hier gerade noch einmal switchen. Und das seht ihr, ne, er ist jetzt im Moment einfach von hinten offen. Und beim Aufstelltest lege ich eben eigentlich ganz gern, sage ich mal, die Vorderseite schon ein, weil natürlich theoretisch jede zusätzliche Lage die Gewichtsverteilung auch wieder zusätzlich verändert. Ich habe wirklich über alles Mögliche schon nachgedacht, auch ob da noch ein Gewichtspäckchen rein soll, aber ich fand im Endeffekt eigentlich jeden Zusatz Overkill, weil ihr seht ja eigentlich, dass es mit den Papierstreifen bestens funktioniert. Es muss einem halt nur klar sein, dass es ein bisschen anders ist als bei den anderen Projekten und man eben nicht überall einfach nur einen Streifen reinmacht und gut ist, sondern dass man einfach ein bisschen gucken muss, dass es vom Gewicht her ausbalanciert ist. Das ist auch nur dann wirklich ein Thema, wenn er wie hier jetzt gerade auf einer glatten Oberfläche steht, dann ist diese Gewichtsverteilung wichtig. Setze ich den jetzt hier auf mein Blümchen drauf, dann hat das Blümchen unten ohnehin nur 2 Kontaktpunkte und dann spielt es eigentlich schon keine Rolle mehr. Da kann ich ihn dann witzigerweise, und deshalb fand ich das eigentlich mit dem runden Bauch auch ganz süß, wenn man dem keine unten abgeschrägte Kante gibt. Also ich hätte ihn ja unten auch gerade machen können. Unten irgendwo gerade abschneiden, dann hat er eine Aufstellfläche und fertig. Aber dadurch, dass er das nicht hat, ist man halt so ein bisschen flexibler und kann ihn eben zur Seite gucken lassen, kann ihn nach oben gucken lassen, kann ihn eben auch so ein bisschen rotieren, vorausgesetzt er sitzt zum Beispiel auf einer der Blüten oder auf irgendeinem anderen nicht ganz ebenen Untergrund. So. Vögelchen, Blume, diejenigen, die zum Basteltreffen kommen. Ich setze mich jetzt gleich nach dem Stream hin und versuche euch die 2 Teile quasi komplett plottfertig zu machen und einmal hochzuladen, damit ihr jetzt am Wochenende schon losplotten könnt. Es kommt, wie gesagt, noch mehr dazu und ihr kriegt es dann einfach immer schon sukzessive freigeschaltet, sobald was fertig ist. Ja, die Nicole schreibt auch, so rund findet sie besser. Also ich habe auch echt hin und her überlegt, weil es wäre natürlich viel einfacher gewesen, ihn unten gerade abzuschneiden. Aber ich fand jetzt auch unten rund wesentlich charmanter. Und ihr seid jetzt ja schon Profis. Ihr habt jetzt ja schon mehr von diesen Projekten geklebt. Insofern bin ich sicher, ihr kriegt das hin. Ich wollte nur, dass man es gesehen hat, dass man es weiß, dass es hier ein bisschen anders läuft, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Und das war es eigentlich auch schon. Und versuche mich sozusagen auch nicht zu sehr daran festzuhalten, weil es ist immer so dieses, würde ich jetzt eine Variante davon machen, wo ich ihn unten gerade mache, dann brauchen wir wieder andere Seitenformen, dann braucht das Ding ein anderes Innenleben. Und das ist im Endeffekt fast so viel Arbeit, als wenn ich einfach noch eine zweite Figur mache. Noch ein zweites Vögelchen, das den Schwanz irgendwie zum Beispiel nach unten hat, statt nach oben. Da sitze ich dann im Endeffekt genauso lang dran und ich glaube, da haben dann am Ende alle mehr davon. So, von der Idee her. Gut. Ja, oder Jonna, es ist bei mir im Hintergrund ist wirklich schon schön Frühling, bis auf die Schneeflocken da hinten. Aber die haben heute tatsächlich ihre Berechtigung. Bei uns ist es nämlich noch mal richtig kalt und wir haben tatsächlich auch so Mini-Fiesel Schnee gehabt die letzten Tage. Leider. Mir wäre schon sehr so generell eher so nach Frühling zumute. Einfach kann jeder. Genau, Petra. Nee, ich bemühe mich ja wirklich immer, es für euch so einfach wie möglich zu machen. Wie sitzt der Vogel denn auf einer Tulpe? Karin, das testen wir sofort. Leicht seitlich sitzt er auf einer Tulpe, würde ich sagen. Das ist jetzt eine 3D-gedruckte Tulpe, aber das sollte ja keinen Unterschied machen. Zack. Vogel auf Tulpe. Kannst du dann überlegen, ob du ein bisschen weiter hinter oder ein bisschen weiter vorsetzt. Also auch das funktioniert. Weil du hier einfach, sage ich mal, 2 Kontaktpunkte hast. So gerade, so. Und da sich das Bäuchlein ja quasi schön draufstellen kann. Das heißt, diese 2 hochstehenden Teile gleichen ja diese Rundung unten mehr oder minder komplett aus, weil du einfach einen Kontaktpunkt links und einen rechts hast, also quasi
so und das Vögelchen da drauf problemlos sitzen kann. So. Ich würde noch einen Schmetterling ganz schön finden. Mal gucken, mal schauen, wie es mir von der Hand geht. Das war es auch schon zum Thema Papierplotten. Ihr könnt euch vorstellen, mit all dem, was ich da zusätzlich mir angeguckt habe, war einfach nicht mehr drin an dieser Front in dieser Woche. Ich bin aber eigentlich ehrlich gesagt ganz zufrieden und stolz. Ich habe immer, in mir kämpfen immer zwei, weiß ich nicht, Engelchen und Teufelchen. Es stimmt nicht ganz. Es ist so dieses, auf der einen Seite bin ich sauer mit mir selbst, weil wieder kein neues, fertiges Plotterprojekt im Shop ist. Andererseits bin ich aber auch glücklich und zufrieden, weil ich endlich rausgefunden habe, was mit meinem Plotter los ist. Und ich habe natürlich nicht nur geplottet, ich habe auch 3D gedruckt. Aber tatsächlich habe ich 3D gedruckt eigentlich mehr oder minder schon eher so am Wochenende, Anfang der Woche. Und dazu habe ich jetzt auch noch ein paar Infos für euch. Auch da wollte ich euch mitnehmen oder euch zeigen, was los ist, bevor es in den Shop wandert, damit ihr wisst, womit ihr es zu tun habt. Also, Vögelchen, Blümchen einmal zur Seite. Thema 3D-Druck. Das eine zeige ich euch einfach nur, das muss noch in den Shop wandern, aber es ist an und für sich, da gibt es nicht viel zu erklären. Das ist euch sofort klar, was da Sache ist. Tada! Das ist so gut, oder? Weil die können sich im Hintergrund einfach tarnen und kein Mensch kann auf die Entfernung erkennen, ob das jetzt 3D gedruckt oder Papier gebastelt ist. Also, das hier wären neue Stapelblumen aus dem 3D-Drucker. War euer Wunsch, dass es da noch ein paar mehr davon geben soll. Ich kann die anderen 2 mal herholen. Die Tulpe war auch 3D gedruckt und die anderen beiden stehen hier dazwischen. Die habe ich quasi am Wochenende, glaube ich, tatsächlich eigentlich schon drucken lassen, aber jetzt war die Woche über halt so viel los. Ich habe hier auch das Thema mit dieser Kante ausprobiert, worüber wir in dem einen Stream gesprochen haben, kann ich gleich nochmal von oben zeigen. Habe mich aber bei den Blumen dafür entschieden, keine Öffnungsfuge dran zu basteln, die bleibt weg. Ich habe genug Rückmeldungen von euch gekriegt, genug Leute haben gesagt, nee, beim Herz finden sie das super, bei der Blume finden sie es überflüssig. Also habe ich mich einfach dafür entschieden, bei den Blumen keine Griffmulde an der Seite ranzumachen. Ich zeige euch aber gleich hier einmal, wie es aussehen würde. Ich habe es natürlich bei einem Teil ausprobiert. So, also, die kommen auch relativ kurzfristig in den Shop, weil da ist alles getestet und ausprobiert und soweit fertig. Und das ist eigentlich mein Stichwort. Ich kann euch noch was kurz am PC zeigen. Und zwar habe ich nicht nur ein Plugin programmiert diese Woche, sondern auch noch, weil das letzte Woche im Stream gewünscht wurde, schaut mal, dafür gesorgt, dass zumindest bei neuen Projekten, die in den Shop kommen, noch detailliertere Druckinfos angezeigt werden. Das heißt, ihr seid hier einmal im Shop bei einem Projekt und egal, ob ihr das gekauft habt oder nicht, wird hier unten bei den neueren Projekten jetzt angezeigt Druckinfos, nur damit ihr auch wisst, dass es diesen extra Reiter gibt. Ich glaube, die Martina hat letzte Woche gesagt, dass ja viele Einsteiger hier auch unter uns sind und dass es halt manchmal ganz gut wäre, wenn ich euch irgendwo auch hinschreibe, wie ich gedruckt habe. Und ich habe dafür jetzt extra was entwickelt für meine Webseite, wo ich quasi die Geslice-Datei hochladen kann und die Webseite einmal ausliest, mit welchen Einstellungen das Ganze gedruckt wurde. Und dann werden euch nur die wichtigsten Parameter hier einmal aufgelistet. Das heißt, man sieht, gedruckt ist es mit einer 0,44er Düse in PLA mit einer Schichthöhe von 0,2, 2 Wandlinien, dem Wall Generator, also dem Wandgenerator auf Classic, obere Deckschichten 5, untere Bodenschichten 3. Das ist hier einfach alles der Reihe nach aufgelistet. Fülldichte, Füllmuster, keine Stützen, Druckbetthaftung automatisch. Ich hoffe, diese Infos bringen euch was. Ich hoffe, gerade für die Einsteiger ist es vielleicht hilfreich. Es ist, wie gesagt, jetzt noch nicht bei jedem Projekt im Shop mit dran, weil das einfach bei den neuen Projekten jetzt so ist, wenn ich was neu anlege, lade ich die Geslice-Datei quasi mit hoch. Das wird im Hintergrund einmal abgescannt und ausgelesen und für euch eben auf der Webseite gespeichert. Und ihr seht, das ist eigentlich schon der wichtigste Hinweis. Hier steht einmal, das Projekt kann mit Standardeinstellungen gedruckt werden. Das heißt, ihr wisst eigentlich, dass ihr da gar nichts großartig Besonderes berücksichtigen müsst. Ne? Dann gucken wir uns einmal direkt das Projekt an, für das es dann auf jeden Fall besondere Einstellungen zu berücksichtigen gibt. Dann wisst ihr auch sofort, warum ich das Thema jetzt in Angriff genommen habe. Das Lichterketten-Osterei. Wartet. Einmal umdekorieren. Erst zeige ich euch noch kurz bei der Blume die Phase, bevor ich es wegräume. Wartet, hier.
Dann habt ihr es wenigstens einmal gesehen. Ich wollte es hier einfach einmal ausprobieren und mit Phase ist einfach diese Kante hier oben gemeint. Da gibt es nochmal so eine Einrückung, die es einfach erlaubt, sage ich mal, hier den Deckel leichter abzunehmen. Das ist auch schon alles. Aber da die allermeisten von euch gesagt haben, nee, brauchen sie übrigens nicht, habe ich mir gedacht, gut, dann lassen wir das bei diesen Projekten. Die sind einfach quasi sauber an der Kante geschlossen und ich kann die auch ohne diese Phase öffnen. Das ist einfach ein bisschen eine Frage der individuellen Druckeinstellungen. Das hier ist jetzt tatsächlich auch mal auf dem Anycubic gedruckt. Ich habe die anderen alle auf meinem Bambu gedruckt. Und man sieht schon, dass es da auf jeden Fall auch strammer sitzt. Aber es geht auf jeden Fall auf. Und da die ja nicht als Schachtel gedacht sind, sondern die meisten von euch, die wirklich als Deko plotten, ist es, glaube ich, so auch voll in Ordnung. Um jetzt das Ganze zu öffnen, Beschwerung oder so reinzumachen und wieder zuzumachen, ist es so, glaube ich, völlig ausreichend. Gut, so viel zu den Blümchen. Jetzt kommt meine persönliche 3D-Druck-Herausforderung der Woche. Das war diese Ostereier-Lichterketten-Geschichte und ich zeige euch erst mal, wie weit ich gekommen bin. Ich habe sie natürlich bewusst nicht fertig gemacht, weil ich mit euch noch mal drauf gucken wollte. Hier. So, und ich kann mal eigentlich gleich die Arbeitskiste auch da stehen lassen. So. Es werde Licht. Kurz sortieren. Hier ist das Stück, das noch keine Ostereier abgekriegt hat. So. Und ich bin total verliebt. Guckt mal. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt so richtig das seht. Wahrscheinlich wieder nicht, weil hier entweder alles zu hell ist. Aber erstens bin ich total verliebt, weil das weiße Filament, das ist einfach Standard PLA matt weiß. Also nichts Besonderes, kein Spezialfilament, nichts Durchsichtiges, einfaches weißes Filament. Und es fängt das Licht halt so richtig schön ein. Guckt euch mal hier diesen einzelnen Strahle-Leuchtpunkt quasi an und guckt euch mal hier an, wie schön das Osterei leuchtet. Und ich mag bei denen total diese Rippenstruktur. Und ja, ich weiß, dass man im Moment überall Ostereier mit Rippenstruktur sieht, ist mir schon klar. Die Herausforderung, die ich mir aber gestellt habe, ist, dieses Ding hohl zu drucken. Und das ist gar nicht so einfach. Und eigentlich auch ein guter Anlass, nochmal darüber zu sprechen, was bei der 3D-Druck dann eben doch die Herausforderung sein kann. Und zwar wird das Ganze ja in Schichten gedruckt. Das heißt, das wird Schicht für Schicht für Schicht von eurem Drucker aufgebaut. Und alles, was gut funktioniert, sind quasi Sachen, die, mal doof gesagt, von oben nach unten entweder kerzengerade hochlaufen oder eben leicht geneigt zur Mitte hinlaufen oder auch leicht geneigt nach außen hinlaufen. Aber umso stärker der Knick nach außen oder auch nach innen geht, also Überhangwinkel in jeder Form, sind eine Herausforderung für euren Drucker. Warum? Weil wir diese Schnuraufbauweise haben und stellt euch vor, ihr habt einen 45-Grad-Winkel, dann habt ihr hier unten eine Schnur, die ist 0,4 mm breit und die nächste Schnur, die da drauf gedruckt wird, wird um die Hälfte der Schnurbreite versetzt nach außen gedruckt. Bei 45 Grad habt ihr also noch quasi eine halbe Überlappung hier am Rand. Und umso flacher hier außen quasi eure Kante über dem Druckbett hängt, umso geringer wird die Überlappung, die man zwischen diesen einzelnen Schichten hat. Das heißt, umso weiter rückt die nächste Wurst quasi nach außen, umso geringer wird die Kontaktschicht hier und umso schlechter wird in der Regel außen am Rand die Druckqualität. Und das hat mich echt Nerven gekostet. Das hat mich echt umgetrieben. Was aber am Ende für mich funktioniert hat, um euch da nicht zu lange auf die Folter zu spannen oder zu langweilen, ist, ich habe das Ei nicht so rumstehend gedruckt, also nicht mit der breiten Seite nach unten, sondern mit der Spitze nach unten. Weil ich wenn die Spitze unten steht, eben einen nicht so flachen Überhangwinkel habe, sondern das Ganze schöner nach oben steigt und ich damit bessere Chancen habe, in dem Bereich eine gute Struktur zu bekommen. Ich habe auch eine ganze Weile spielen müssen, sag ich mal, wie breit hier oben der Nupsi sein muss, der wirklich auf dem Druckbett haftet, der wirklich aufsteht, damit das Ei auch wirklich stehen bleibt und nicht im Druck einfach irgendwie umkugelt und umfällt. So. Glaubt's mir,
Es klingt vielleicht nicht nach viel, aber es hat einige Iterationen gebraucht, bis das wirklich so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich die wirklich auch in Massen quasi drucken konnte. Es war ziemlich witzig, weil ich dann morgens mit meinem Körbchen hier an meine 2 3D-Drucker gelaufen bin. So ein bisschen, ich habe quasi die Eier aus dem Stall geholt und habe einfach aus jedem Drucker meine 9 Eier rausgeholt und habe mich gefreut, dass es geklappt hat. So, also das eine ist das Thema Schichtfolge. Das andere, was trotzdem bleibt, und das wollte ich euch eben auch hier im Stream gezeigt haben, damit ihr das wisst, ihr behaltet hier oben trotzdem so eine kleine Unebenheit, so einen kleinen Treppeneffekt, weil ihr einfach einen Absatz habt an der Stelle, an der das Ei quasi auf der Druckplatte gehaftet hat und dann geht es hier irgendwie an der Seite weiter. Und natürlich habt ihr auch trotzdem noch einen Überhang, der in so ein bisschen der minimal verschlechterten Druckqualität resultiert. Lange Rede, kurzer Sinn, was habe ich gemacht? Ihr seht den Schleifschwamm hier schon liegen. Ich habe die Eier einfach geschliffen. Das mache ich jetzt hier auch kurz. Also ich schleife hier oben die Kante einfach einmal weg und dann ist das Ergebnis wirklich super sauber. Es ist kein absolutes Muss, wen das nicht stört, der kann es einfach so lassen, wie es ist. Aber ich persönlich fand es einfach schöner, wenn ich diesen Grat hier oben noch wegbekomme. Ich hoffe, den könnt ihr sehen. Es war ja vorhin so ein bisschen schwierig mit dem Papier und diesen mini kleinen Schnitten. Aber ich glaube, hier oben diese Kante, die kann man schon erkennen. So, also, Schleifschwamm, Ei, schleifen, fertig. Ich gehe hier also einfach einmal drum rum. Und ja, ich staube in unserem Fall dann einfach unten am Fernseher rum. Ich kenne da gar nichts. Ich mache sowas abends auf der Couch. Und für das Befestigen der Lichterkette habe ich mir auch noch was ziemlich Gutes ausgedacht. Aber auch das wollte ich euch gerne zeigen. Und diejenigen, die schon die Dübel nicht mochten, weil ihnen die zu klein sind, die werden diese Mini-Stöpsel hassen. Aber es muss ja auch nicht jedes Projekt für jeden irgendwie genau das Richtige sein. Und ich habe nach einer Lösung gesucht, sage ich mal, wie ich dieses Ei an die Lichterkette kriege. Wollte nicht irgendwie blöd mit Heißkleber rumfummeln, den man dann ja auch wieder sieht, sondern ich wollte eine ganz saubere Lösung haben und habe jetzt hier bei dieser Lichterkettengeschichte eine komplett klebefreie Lösung quasi entwickelt. Zeige ich euch gleich. So, für die Spitze war es das jetzt schon und weil wir Supermonks sind und das hier unten auch so minimal ungleichmäßig sich anfühlt, gehen wir da auch nochmal irgendwie zweimal im Kreis drüber mit dem Schleifschwamm. Und das war es auch schon. Ich versuche euch das jetzt nochmal hier aus der Nähe zu zeigen. Haben wir noch eins zum Vergleichen vielleicht? So, wenn ich so ganz gegen das Licht halte, seht ihr hoffentlich den Unterschied. Also ich links jetzt wirklich eine schöne, gleichmäßige Oberfläche habe. Und hier unten das Ganze, naja, eher so gratig halt noch ist. Aber ihr seht, es war wirklich kein Ding. Schleift auch nicht zu lange, weil wenn man zu lange schleift, macht man das Material wieder zu dünn. Einfach nur so, dass die Grate verschwunden sind und dann ist auch schon gut. Und ich habe auch extra nochmal auf der Standard-PEI-Platte gedruckt, weil ich mir dachte, wir wollen ja hier einsteigerkompatibel sein und nicht jeder von euch hat eine Coolplate. Die Coolplate ist ja aktuell auch gar nicht käuflich zu erwerben. Das heißt, ich habe zur Sicherheit sowohl meine Mini-Nupsis als auch das Ei stehend nochmal auf der PEI-Platte gedruckt, um sicher zu sein, dass ihr keine Coolplate braucht, dass das steht. Hat aber alles reibungslos funktioniert. Und hier seht ihr jetzt meine kleinen Mini-Stöpselchen. Die Mini-Stöpselchen, ich hoffe, das kann man hier erkennen, haben so eine kleine Kerbe auf jeder Seite, einmal unten, einmal oben. Und die Idee ist jetzt, wir nutzen bei der Drahtlichterkette einfach den Fakt, dass wir 2 Drahtstränge haben, fädeln das Ei also jetzt gleich einmal auf und setzen dann oben und unten am Ei jeweils so ein Nupsi ein zwischen die beiden Drahtstränge. Und dadurch, dass der zwischen den Drahtsträngen sitzt, kann man das Ganze so feströdeln mit dem Draht. Zeige ich euch. Das heißt, ich habe hier mein geschliffenes Ei. Das fädel ich hier in meinem Fall einmal mit Spitze voran auf, weil ich die ganzen vorher auch so aufgefädelt habe. Ach, Moment, wo ist das Geschliffene? Wir wollen das Geschliffene nehmen, das hier. So, und hier ist auch eine kleine Feinheit, die seht ihr jetzt nicht wegen der Lichterkette, aber diese Löcher am oberen und unteren Ende des Eis sind bewusst nicht rund, sondern sie sind sechseckig, sechskantig und ihr seht auch gleich warum. Weil ihr dadurch, wenn ihr das ganze Ei dreht, auch die Lichterkette in sich verzwirbeln könnt. Also hier ist mein Lämpchen, ich schiebe das Ei quasi einmal über das Lämpchen
und spalte mir hier oberhalb einmal diese beiden Drähte auseinander. Dann brauche ich eins von meinen kleinen Stecknupsis hier. So klein sind die Teile. Und das lege ich hier zwischen die beiden Drähte. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, das könnt ihr für euch dann rausfinden, wie es euch gut von der Hand geht. Ihr könnt es jetzt schon hier zwischen den Draht legen und dann das Ei einfach einmal über das Lämpchen schieben und das Ganze einmal hier oben einstecken. Beim Einstecken, genau, drehe ich kurz und habt ihr das Knack gehört, dass es so richtig schön einrastet? Wir machen gleich am besten noch mal eins ohne Licht von der Lichterkette an, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Aber das stöpselt sich jetzt hier oben eben einmal rein. Und links und rechts sitzen quasi meine Drähte und jetzt kann man noch so ein bisschen schauen, wie tief man das Lämpchen drinne sitzen haben will und kann dann hier oben das einfach verdrehen. So, und wenn ich jetzt so ein paar Mal drehe, kann es hier zur Seite schon nicht mehr wegrutschen. So viel mehr muss ich hier eigentlich schon gar nicht tun. Und das Ganze sichere ich auch unten nochmal ab, da mache ich genau das Gleiche. Das heißt, auch hier öffne ich einmal die Lichterkette. So, und jetzt setze ich hier mein Stöpselchen von unten einfach ein. Das heißt, ich spalte die Lichterkette einmal so ein bisschen zu jeder Seite. Und ja, das ist sehr klein und fiddelig. Ihr könntet es aber natürlich auch ein bisschen größer drucken. Aber ich habe halt in der kleinen Größe angefangen und habe es dann auch in der kleinen Größe fertig gemacht. So, hier habe ich auch eingestöpselt. Die beiden Drähtchen kommen wieder links und rechts von meinem Stöpselchen raus. Und ich kann jetzt hier quasi wieder genauso vorgehen. Ich kann also auch hier den Draht einfach verdrehen. So. Und schon habe ich hier das nächste Ei auf der Lichterkette eingebaut. Und mehr ist es tatsächlich auch nicht. Also durch diese Stöpsellösung geht es komplett klebefrei. Ja, Petra schreibt schon, Herausforderung für Grobmotoriker wie Sie. Sorry, Petra. Die sind super klein, diese Schnipselchen. Ihr seid auch nicht gezwungen, mit denen zu arbeiten. Wem das nichts ist, wem das zu fiddelig ist, der kann von mir aus auch irgendwie kleben. Aber die Eier haben halt eine gewisse Größe hier bei dem Loch, weil das Lämpchen von der Lichterkette da ja auch gut durchgehen soll. Und das ist schon an der Grenze. Also es geht jetzt gerade gut durch. Hätte ich die noch größer gemacht, dann hat man halt auch noch größere Löcher, die man verschließen muss. So. Soll ich es euch vielleicht noch einmal mit Licht aus zeigen? Machen wir noch einmal das Licht aus, dann sieht man noch mal ein bisschen besser vielleicht, was ich tue. Und dann zeige ich sie euch gleich auch noch mal von vorne hin beleuchtet. Zuerst schleifen, zuerst hübsch machen. Und wenn ihr sonst von der Machart her einverstanden seid, wäre das auch was ich euch sehr kurzfristig in den Shop packe. Das kommt dann hoffentlich morgen, damit ihr überhaupt vor Ostern noch eine Lichterkette drucken könnt. Aber das wäre jetzt eigentlich ein schönes Projekt fürs Wochenende, weil sobald ihr die ersten Eier von der Platte geholt habt, könnt ihr anfangen zu schleifen. Und ich mag das tatsächlich auch, das mag wieder so ein Spleen sein, aber wir sind ja doch auch irgendwie Bastler, ne? Und irgendwie ist es schon ganz schön, sag ich mal, wenn ich an dem 3D-gedruckten Projekt am Ende auch mit den Händen noch irgendwas machen kann und so ein Erfolgserlebnis habe. So. Rund genug, ich glaube schon. Schleifschwamm hat bestimmt auch jeder von euch Bastlern daheim. So, und hier wird auch wieder gefädelt. Ich starte einmal oben an der Spitze vom Ei, fädel meine Lichterkette einmal nach unten durch. Ja, einmal ganz in Ruhe. Da ist es tatsächlich leichter, sage ich mal, wenn es leuchtet. Wartet. Ja, genau, weil ich dann genau sehen kann, wo das Lämpchen ist. Ihr halt nicht, aber ich schon. Genau, jetzt haben wir hier schon eins, wo wir nicht so ohne weiteres leicht durchkommen. Doch, hat genau gepasst. Perfekt. Licht wieder aus. Und dann wandern wir einmal an der Lichterkette entlang. Bis zum nächsten Lämpchen. Spalten uns hier wieder die beiden Drähtchen auseinander. So, dann nehme ich mir hier wieder eins von meinen Stöpselchen. Das lege ich einmal hier zwischen die Drähte und stecke dann hier das Stöpselchen samt Lichterkette
einmal vorsichtig, ja, knack ins Loch. Und damit habe ich halt hier oben wirklich einen ziemlich schönen Verschluss auch und habe eben mit meinen Drähtchen wieder die Möglichkeit, das Ganze schön zu arretieren. Ich mag das jetzt hier wieder, ich mache mir jetzt wieder kurz Licht, weil ich dann besser sehe, wo mein Birnchen sitzt. Die Höhe ist, glaube ich, eigentlich schon gut. Höhenkontrolle ist fein. Also verrödel ich den Draht hier oben einmal so ein bisschen, damit es nicht weiter nach rechts reinrutschen kann. Und dann setze ich noch mein Stöpselchen am unteren Ende. Wie, du hast 180 und 240, Petra. Ich will nicht hoffen, dass es deine Lichterketten-Birnchenzahl ist. Dann hättest du echt was zu tun. Vielleicht bin ich auch gerade ganz auf dem falschen Dampfer unterwegs. So, hier unten gleiches Spiel. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier ist das Loch. Ich habe die Drähte einmal nach links und rechts weggelegt. Auf die Spitze quasi des Sechsecks, das man sieht, wenn man das Ei in der Hand hat. Versprochen. Und dann stöpsel ich den Stöpsel hier wieder zwischen rein. Habe hier links und rechts meine beiden Drähtchen und kann auch hier wieder unterhalb vom Ei das Ganze einmal verdrehen. So, und damit habe ich mein nächstes Ei an die Lichterkette gebaut. Und damit ist, denke ich, das Konzept auch verstanden, oder? Das heißt, es macht jetzt wenig Sinn, die ganze Lichterkette weiterzubauen. Das mache ich nachher wieder in Ruhe unten auf der Couch. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen, damit ihr einmal seht, auf was ihr euch da einlasst. Meine Stöpselchen räume ich jetzt gleich hier ein. Zack. Die Platte machen wir auch einmal wieder zum Drucker. Ah, die Karin hat nach Körnung gefragt. Na Gott sei Dank, da bin ich aber erleichtert, Petra. 240er Lichterkette, da hättest du was zu tun. 240er Körnung, schon besser. Wundert euch nicht, ich putze noch schnell die Platte, ich bin gleich wieder da. Drucker wird gleich wieder druckbereit gemacht, weil mir gern von unten von der Couch aus dann einfällt, dass ich gerne drucken möchte. So, jetzt machen wir uns noch einmal Licht. Ich versuche euch das auch nochmal. Guckt mal, hier so von vorne zu zeigen. Die ist schon relativ lang. Also ich war schon ziemlich tüchtig bis zu diesem Punkt. Klar, auf die Entfernung seht ihr noch weniger von dieser Riffelstruktur. Aber ich mag die Optik total gerne. Und bin sehr verliebt darin, dass es trotzdem so stabil ist. Es ist vom Konzept her, sage ich mal, so gedruckt, dass die Eier nur 2 Wandstärken dick sind. Aufgrund dieses Verlaufs, sage ich mal, dieser Geometrie, hat man natürlich in den unteren Schichten trotzdem mehr Wandschichten nebeneinander als in denen ganz an der Seite. Es ist aber eigentlich quasi mit einer Wanddicke, einer fertigen Dicke von ca. 0,8 angelegt. Und da fällt das Licht halt wirklich super schön durch. Und nachdem ich mich da einmal mit auseinandergesetzt habe, hat der Druck letzten Endes von den Parametern her auch sehr gut funktioniert. Ich werde euch da genau an der Stelle, wo ich es euch gezeigt habe, auch hinterlegen, welche Einstellungen ich da für den Druck gewählt habe. Weil ich habe sowohl eine feine Einstellung, sage ich mal, gewählt, als auch noch so ein paar kleine Besonderheiten eingestellt. Oder sollen wir das im Slicer uns vielleicht ganz kurz angucken? Genau, die Alicia fragt auch, wie lange die brauchen zum Drucken. Lass mich mal kurz schauen, ob ich das vielleicht sogar noch offen habe. Ich habe ja vorhin extra nochmal den Drucker angemacht. Dann können wir vielleicht ganz kurz reinschauen. Und ich kann vielleicht auch wieder kurz erklären, was es mit den Einstellungen auf sich hat. So, wartet, ich muss ganz kurz das Fenster so ein bisschen zurechtschieben, damit ihr auch seht, was ich sehe. Und dann können wir einmal sowohl die Druckzeit eruieren. Sorry, das ist so ein bisschen mit dem geteilten Bildschirm immer so ein bisschen fummelig, weil der ein bisschen anderen Ausschnitt hat als mein ganzer Bildschirm. Und kann ich vielleicht auch kurz die Sondereinstellung ein bisschen erklären. Hier seht ihr jetzt nur die Stöpselchen auf der Platte. Das ist genau die Platte, die wir uns gerade gemeinsam angeschaut haben. Und hier nebendran seht ihr die 9 Eier, die ich da auf einen Schlag gedruckt habe. Ihr seht, dass auch im Bambulab A1 Mini deutlich mehr noch auf die Platte passen würden. Ich habe aber einfach nicht mehr so viele gebraucht, weil ich natürlich schon einen Teil, sage ich mal, angebaut hatte an meine Lichterkette. Oh, sorry. Wollte ich das hier an der Seite ranholen und habe das falsche Fenster geklickt. So, jetzt. Dann gehen wir vielleicht die Einstellung ganz kurz durch. Ihr seht, ich habe mit einer High-Quality-Einstellung gedruckt am Bambulab A1 Mini. Also da habe ich quasi gestartet. Ich habe mir hier aus diesem Dropdown die High-Quality-Einstellung geholt. An diesem kleinen Pfeilchen hier nebendran, der anbietet, die Parameter zurückzusetzen, seht ihr aber auch, dass ich ein paar Dinge angepasst habe.
Und die kann man eigentlich ganz gut sehen, wenn man hier einfach durch die Einstellungen durchgeht. Das eine, was ich geändert habe, ist beim Wandgenerator habe ich auf Arachne umgestellt. Und das sagt vielleicht auch nicht jedem was. Der Arachne-Wandgenerator erzeugt Wände mit einer variablen Extrusionsbreite, während der klassische mit einer immer gleich breiten Extrusionsbreite arbeitet. Und ich zeige euch jetzt vielleicht noch ganz kurz, wo das einen Unterschied macht. Dafür müssen wir einmal slicen, damit wir auch sehen, was der Drucker macht. Ich habe nämlich wirklich lange gekämpft, um auch eine schöne Oberfläche und eine schicke Druckqualität zu bekommen. Und ich zeige euch gerade mal, was da mit reinspielt. So, wenn wir hier jetzt uns einmal das Slicing-Ergebnis von oben nach unten angucken, dann seht ihr, dass wir hier einfach relativ ordentlich eine Innenwand, Außenwand und so eine schmale Füllung dazwischen haben. Und die Füllung wird hier schmaler, 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 verschwindet. Da haben wir jetzt nur noch 2 Wandlinien quasi und nach oben kommt diese schmale Füllung wieder, wird immer breiter. Jetzt kommen 2 Fülllinien dazwischen, aber ihr seht, es sind trotzdem immer, sage ich mal, saubere, umlaufende Linien. Es ist immer eine ganze Linie, die gedruckt wird. Und jetzt stelle ich mal von Arachne um und meiner minimalen Wandbreite auf klassisch. Dann fallen hier jede Menge Parameter weg. Und wir slicen die Druckplatte nochmal und ich zeige euch genau die Stelle, wo das einen Unterschied macht. Hier könnt ihr das 6-eckige Loch auch sehr gut sehen. Hier, schaut mal hier. Entschuldigung, heute ist so ein super monkiger Tag. Ihr haltet mich wahrscheinlich alle für bekloppt heute. Es tut mir leid. Also jetzt habt ihr im 3D-Druck auch wieder so ein Pendant zu den kleinen Feinheiten. Ich bin bei allen Sachen immer gleich pingelig. Also, ihr seht jetzt hier, wenn ich den klassischen Wandgenerator verwende, dann erzeugt er hier so ein bisschen so ein komisches Muster beim Füllen des Innenraums, weil er eben keine variable Schichtbreite quasi kann. Der klassische Wandgenerator macht alle Linien immer gleich breit. Und wenn man sich jetzt hier einmal den Ablauf anguckt, wie das eingezeichnet wird, schaut man, da zeichnet er erst diese einzelnen Knubbelchen. Wartet, kann ich das Slicing-Ergebnis hier einmal reduzieren? Den G-Code kann man ausblenden, richtig? Ist irgendeiner von euch so fit, dass er mir direkt sagen kann, wie? Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ansicht. Wenn es einer von euch weiß, sagt Bescheid. Ich hätte gerade gern diesen Kasten hier einmal aus dem Weg. Aber der Witz ist eben, was ich euch sagen will, ist, seht ihr, dass hier diese Einzelformen gedruckt werden. Jetzt wird die innere Wandschleife gedruckt. Dann kommen wieder diese kleinen Einzelnupsis, die ihr hier zwischendrin druckt und dann die äußere Wandschleife. Das mag eine Kleinigkeit sein, aber das resultiert in meinen Augen in einem deutlich schlechteren Druckergebnis. Ist auch nachvollziehbar, weil ihr relativ hoch, sage ich mal, schon an eurem Ei seid. Und ich habe eben bei meinen ersten Drucken genau hier Stellen gehabt, die mir einfach nicht gefallen haben. Das sieht man dann außen mit so einer Unebenmäßigkeit, so eine feine Unebenmäßigkeit hier in der äußeren Haut des Druckes. Und ich habe auch da lange rumgefummelt mit den Einstellungen, verschiedene Einstellungen versucht. Und ihr seht, hier sind bei dem klassischen Wandgenerator eben hier oben so ein paar Ebenen dabei, ein paar Schichten, in denen dieses Muster so zerfällt. Und das ist für die äußere Druckqualität einfach nicht so besonders vorteilhaft. Annette schreibt, ob ich nicht gesagt hatte, auf das Doppelhäkchen anklicken über dem Text. Irgendwo geht es auf jeden Fall, Annette. Jetzt ist es auch wieder weg. Ich weiß nicht, was ich da gerade gemacht habe. So, also das sind die kleinen, aber feinen Unterschiede. Ihr seht dieses komische Muster, das hier oben entsteht. Das entsteht mit dem Arachne-Wandgenerator nicht. Es ist jetzt nicht so, dass für jeden Druck der Arachne-Wandgenerator die bessere Wahl ist. Im Endeffekt muss man eigentlich von Druck zu Druck unterscheiden, was das bessere Ergebnis liefert. Und ihr könnt es natürlich auch mit der Klassik-Einstellung probieren. Aber das ist eine Kleinigkeit, die ich in meinen Einstellungen hier fein getunt habe, weil ich einfach hier genau in dem Bereich, sage ich mal, immer Unebenmäßigkeiten festgestellt habe. Die haben mich gestört. Und dann habe ich lange rumgespielt und eben hier den Wandgenerator von klassisch auf Arachne umgestellt. Und ich habe auch hier die minimale Wandbreite verändert. Dann können wir auch gerade nochmal einen Slice machen und ich kann euch auch zeigen, was das für einen Unterschied macht.
das ist quasi der Wert, ab dem er gefühlt anfängt, sage ich mal, zu kompensieren. Und mit dem sehr kleinen Wert in der minimalen Wandbreite habe ich auch hübschere Ergebnisse bekommen. Das ist genau diese zusätzliche Schnurlinie, sage ich mal, die hier zwischendrin liegt, die er jetzt relativ weit mit nach oben mitnimmt, bis er eben die 10% unterschreitet. Dann sind es nur noch 2 Linien. Und wenn ich jetzt mal umstelle von den 10% auf die eigentlich hinterlegten 85, dann seht ihr einfach einen härteren Sprung. Und auch dieser härtere Sprung macht sich optisch im Ergebnis wieder bemerkbar. Ich hoffe, dass das nicht langweilig ist für euch. Ihr dürft sehr gerne meckern. Wenn ich euch mit solchen Details irgendwie auf die Nerven gehe, sagt Bescheid. Ja. Das sieht man, ja, hier oben. Guckt mal, hier sehe ich sogar in der Slicing-Vorschau das Ergebnis. Und hier sieht man auch, dass die Linien dann so komisch zusammenlaufen. Seht ihr, dass das hier oben, im ersten Moment denkt man, was ist das? Warum ist da so ein komischer Farbwechsel drin? Ist das nur irgendwie, sag ich mal, eine Störung in dem, wie das Ganze angezeigt wird? Rendert er das nur schlecht? Nein, das hat was damit zu tun, dass er eben jetzt hier, hat er noch 2 Linien. Das ist das, was bei Arachne bis 85% quasi geht. Und jetzt springt er um auf die 3. Und weil der Wechsel dann so grob ist, in Anführungszeichen, kriegt man auch da wieder einen sichtbaren Absatz. Ich weiß, es klingt alles wahrscheinlich sehr technisch und genau deshalb werde ich euch alle Angaben dazu, wie ich das gedruckt habe, am Ende auch dazu schreiben. Ich versuche euch nur dafür zu sensibilisieren, dass es total Sinn macht, quasi auch mit den Parametern zu spielen. Wenn einem an einem Druck irgendeine Stelle auffällt, die nicht gut geworden ist, sich einfach ein bisschen durchzuprobieren, verschiedene Sachen zu slicen. Und wenn ich selbst teste, dann drucke ich natürlich auch nicht immer gleich 9 Eier auf einmal, sondern ich drucke dann 1, inspiziere das Resultat und dann drucke ich wieder 1 und ich ändere auch nicht 20 Parameter auf einmal, sondern ich versuche immer relativ wenige Parameter zu ändern. So, ja, und das waren schon mit so die wichtigsten Einstellungen. Moment, irgendwie spricht gerade mein iPhone mit mir, ich weiß nicht warum. So, was ich noch geändert habe, das ist aber, glaube ich, euch fast klar, ich zeige es trotzdem nochmal, ist die variable Schichtdicke. Mit der variablen Schichtdicke hatten wir hier gemeinsam im Stream auch schon zu tun, die haben wir bei den Perlenprojekten auch schon benutzt. Und was diese variable Schichtdicke bewirkt, ist, dass wir nur die Bereiche, sage ich mal, besonders fein drucken, die es nötig haben. Und da nutze ich in letzter Zeit eine spezielle Einstellung, die kann ich euch auch gerade nochmal sagen. Ich setze es mal zurück, damit ihr erstmal seht, wie es aussieht, wenn wir keine variable Schichtdicke benutzen. Und wir slicen nochmal. Dann haben wir hier gleich quasi 2 Ergebnisse nebeneinander, die man vergleichen kann, weil der ganze Rest der Eier auf der Platte hat die variable Schichtdicke natürlich. Die variable Schichthöhe ist wahrscheinlich der richtige Terminus. Genau. Und da genau sieht man es vor allem, sage ich mal, in den oberen Bereichen, wieder in den Bereichen, in denen wir eine starke Krümmung haben. Hier oben läuft das Ei jetzt relativ schnell von außen rund zur Mitte hinzu und da seht ihr sehr viele so Stufen, so Abstufungen. Und das liegt daran, dass diese Variante hier rechts jetzt aktuell noch ohne die variable Schichthöhe gesliced ist. Was die variable Schichthöhe macht, ist, dass sie überall da, wo man solche Rundungen hat oder Besonderheiten im Druck, die mehr Feinheit erfordern, zusätzliche Feinheit erzeugt, indem die Schichtdicke reduziert wird. Das heißt, die Schichthöhe wird schlanker. So, und dafür gibt es hier ein ganz einfaches Vorgehen. Ihr drückt einmal auf euer Ei, das ihr verändern wollt oder das ihr anpassen wollt und öffnet hier oben im Slicer die variable Schichthöhe. Und ich mache in letzter Zeit einfach eins ganz faul. Ich schiebe den ersten Regler ganz nach links. Ihr seht, Qualität, Geschwindigkeit ist das, was man hier ausbalanciert. Schiebe ich den Regler ganz nach links, setze ich quasi die Priorität auf maximale Qualität. Mir ist also wichtig, dass die Qualität besonders gut wird, die da rauskommt. Jetzt kann ich einmal auf Adaptiv klicken und ihr seht, dass dann so ein Farbmuster resultiert. Das heißt, er versucht oben besonders schmal zu drucken. Hier in der Mitte haben wir dann die dickste Breite und unten wird auch besonders zierlich gedruckt. Hoppala, jetzt habe ich versehentlich das Ei gewechselt. Hier.
Aber eigentlich auch cool, das hier direkt zu sehen. Ihr seht nämlich hier noch einen Unterschied, sehr schön, den ich jetzt hier erst noch erzeugen muss. Und zwar seht ihr jetzt noch relativ harte Abstufungen zwischen den verschiedenen Schichthöhen. Ihr könnt die Schichthöhe auch hier rechts in diesem Balken einmal abfahren. Da seht ihr sogar dann Zahlen dazu. Da seht ihr, wenn ich die Maus hier oben, ganz oben anlege, dann habe ich da eine Schichthöhe von 0,8, abweichend von meinen 0,16, die ich aus der High Quality nehmen würde. Das heißt, eigentlich ist meine Basiseinstellung 0,16 mm pro Schicht, aber hier oben hat er jetzt festgestellt, braucht er besonders feine Details, da wird er jetzt nur mit 0,08 drucken. So, das heißt, ihr könnt hier in den Balken einmal langfahren und seht quasi, welche Schichthöhe hier benutzt wird. Hier in der Mitte wird er sogar 0,28 nehmen, weil es hier eben keiner besonderen Feinheit bedarf, weil die Schichten alle relativ gerade aufeinander liegen. Und wenn man das Ganze jetzt nicht so abgetreppt haben will wie hier, dann kann man das Ergebnis einfach noch glätten. Ihr seht, hier sind die Übergänge viel weicher von einer Farbe zur anderen Farbe und damit auch die Übergänge von einer Schichthöhe zur anderen Schichthöhe. Und um das weicher zu machen, drückt man, nachdem man hier bei 0 auf Adaptiv geklickt hat, jetzt noch Smooth oder Glätten. Und das Glätten habe ich hier einfach ganz hoch geschoben, um ein ganz glattes Ergebnis, um einen ganz weichen Übergang zwischen den Schichten zu bekommen. Den Regler auf 10, einmal auf Smooth klicken und so sieht das Ergebnis aus. Warum macht man das? Warum druckt man nicht einfach gleich das ganze Ei auf 0,08? Das könnte man natürlich auch, weil das einfach viel länger dauert, alle Schichten mit 0,08er Auflösung zu drucken, als einfach nur die Schichten, die von dieser besonders feinen Auflösung besonders resultieren. So, und ihr seht auch rechts hier, dass der diese Kurve so richtig schön eingeglättet hat. Also dass sich jetzt hier dieser blaue Verlauf ganz gerade quasi einmal hier von links nach rechts schwingt und von rechts wieder nach links, dass es also wirklich in sich ganz glatt ist. Jetzt Achtung, es besonderes Sonderwissen, das ihr quasi nie brauchen werdet, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ihr könnt diese Schichthöhe sogar hier über diese Leiste rechts manipulieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt hätte, wo ich sagen würde, aber ich will, dass er diesen sehr feinen Teil oben noch ein bisschen stärker nach unten zieht, könnte ich hier rechts sogar, indem ich jetzt mit der linken Maustaste klicke und hier drüber ziehe, weitere feine Bereiche einzeichnen. Jetzt seht ihr hier wieder einen relativ harten Absatz, den könnte ich dann durch wieder auf Smooth klicken, wieder rauskletten. Man kann übrigens auch mehrfach auf Smooth klicken, dann wird immer weiter angeglichen. So, wenn ich das einfach wieder weghaben will, kann ich einfach erneut auf Adaptiv klicken, dann ist meine Änderung hier rechts in der Leiste wieder verschwunden. Ich habe wieder meine Anpassung an maximale Qualität. Ihr seht aber hier noch diese Absetzung, diese kleinen Zacken, die mir nicht gefallen. Das heißt, ich würde jetzt wieder auf Smooth klicken und habe dann wieder mein Ergebnis. So. Was ich hier auch noch eingestellt habe, ist, dass er zuerst die Füllung drucken soll. Gibt es sonst noch größere Besonderheiten? Ich glaube, das war das Wichtigste eigentlich schon. Ah ja, das Muster der Oberfläche. Bei so runden Projekten bietet es sich an, mit einem konzentrischen Muster oder sogar mit einer archimedischen Spirale zu drucken. Mir ist völlig klar, dass es jetzt vielleicht gerade für die Einsteiger ein bisschen viele Begriffe auf einmal sind. Deshalb, wie gesagt, hinterlege ich euch bei dem Projekt auf jeden Fall meine kompletten Einstellungen, damit ihr nochmal nachgucken könnt, was ich benutzt habe. Auch interessant ist, ich habe hier die Schalenschichten oben und unten, also komplett reduziert. Eigentlich hat man bei den oberen Schalenschichten 5, bei den unteren hat man 3. In dieser feinen Auflösung von 0,16 sind sogar noch mehr. Ich glaube, ich habe nur die Standardwerte für 0,2 im Kopf. Sehe ich sofort, wenn ich hier auf Zurücksetzen klicke. Seht ihr, es sind eigentlich 6. Ich habe die reduziert auf 1. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, einfach anhand der Anzahl der Änderungen, die ich hier vorgenommen habe, beim Wandgenerator und bei den oberen und unteren Schichten und sogar bei der Füllung quasi mit dem Arachne-Wandgenerator, dass ich relativ viele Änderungen, sage ich mal, hier vorgenommen habe und das für mich einfach echt Zeit gebraucht hat, bis ich ein Ergebnis gekriegt habe, was mir gut gefallen hat. Und ich will immer bei sowas komplett transparent sein, weil ich immer möchte, dass ihr am Ende auch glücklich und zufrieden seid und einfach wisst, worauf ihr euch einlasst. Das ist also ein Projekt für die, die es auch in den Fingern kitzelt, sage ich mal, auch mal ein bisschen mit ihrem Drucker zu spielen. Das ist kein Projekt, wo man einfach eine 0,2 mm Schichtdicke einstellt, auf Starten drückt und sich dann über das Ergebnis freut, was rauskommt. Das muss einem einfach klar sein.
Petra schreibt, klasse, jetzt hat sie das auch kapiert. Frauen können einfach besser erklären als Männer. Das hast du jetzt gesagt, Petra. Aber ich freue mich, wenn die Erklärung dazu nachvollziehbar war. So. Gut. Wenn ihr sowas irgendwann mal habt, fragt gerne. Ich versuche quasi euch einfach mitzunehmen bei meinen Erkenntnissen, bei dem, was ich ausprobiert habe, was für mich funktioniert hat, euch auch zu erklären, warum ich was wie gemacht habe, weil das für mich schon immer so war. Es ist für mich viel leichter, mir Sachen auch zu merken oder die dann auch eigenständig anzuwenden, wenn ich einmal verstanden habe, was das Warum dahinter ist. Ja, Christian schreibt Paar. Christian, das war sicher nicht an dich persönlich gerichtet. Ich nehme das Kompliment von der Petra einfach als ich kann gut erklären entgegen und freue mich darüber. Ja, sehr schön. Also ihr habt es jetzt gesehen, ich kann guten Gewissens meine Ostereierlichterkette heute Abend spät auf der Couch dann wirklich fertigstellen und mich einfach freuen, dass sie fertig ist. Ich wollte es gerne offen lassen, damit ich es euch zeigen kann. 3 Stunden die 9 Eier. Alicia, du wolltest wissen, wie lang. Sorry. Völlig richtig. Das Slicing-Ergebnis sagt, warte, du darfst es auch nochmal hier in live sehen, die 9 Stück brauchen 3 Stunden 27 mit Vorbereitungszeit. Ansonsten 3 Stunden 18. Das ist auch sowas, das könnt ihr euch auch natürlich immer für euren eigenen Drucker überlegen, aber ich lasse zum Beispiel, wenn ich das Ganze jetzt senden würde, können wir jetzt einfach mal so tun, als ob, nicht jedes Mal eine automatische Bettnivellierung laufen, weil wenn ich die Druckplatte nicht irgendwie ausgetauscht habe gegen eine andere Druckplatte oder sich jetzt nicht die äußeren Parameter extrem verändert haben, es überhaupt keinen Mehrwert bringt, jedes Mal eine Bettnivellierung durchzuführen, weil sich das Bett vom einen zum anderen mal nicht so stark verändert. Genauso, vielleicht auch interessant, damit ihr auch versteht, wo man Zeiteinsparpotenzial hat. Ich lasse auch nicht jedes Mal eine Kalibrierung der Flussdynamik laufen. Gerade wer mit dem Bambulab A1 Mini druckt, vielleicht als Tipp für die Einsteiger, solange ihr das Filament nicht wechselt, also solange immer noch die gleiche Filamentrolle drin hängt, gibt es überhaupt keinen nachvollziehbaren Grund, jedes Mal wieder die Flussdynamik zu kalibrieren. Das macht man einmal am Anfang und solange man das Filament belässt, bei mir ist hier in meinem A1 Mini standardmäßig PLA von Bambulab weiß matt drinne fertig, gibt es keinen Grund, bei jedem Druckjob wieder eine Kalibrierung durchzuführen. Das spart Zeit. Sowohl die Bettnivellierung, wenn man die ausschaltet, spart Zeit, als auch die Kalibrierung der Flussdynamik spart Zeit, außerdem auch in dem Fall hier Material. Also guckt euch quasi auch diese Schieberchen, sage ich mal, im Sendedialog nochmal an. Da gibt es auch immer Potenzial, sage ich mal, was rauszuholen. Ja. Ja, die 9 Eier würden ziemlich genau 30 Gramm Material brauchen, 3 Stunden 30 nicht ganz Druckzeit. Es wird ein bisschen schneller gehen, wenn man diese Vorbereitungen rausnimmt. Die Alicia hat den Anycubic. Alicia, da kannst du eigentlich die Einstellungen 1:1 genauso vornehmen. Also auch da gibt es das Arachne-Wandmodell und bei den Untereinstellungen die gleichen Einstellungsmöglichkeiten. Die Slicer sind sich da sehr ähnlich. So. Was habe ich jetzt noch? Mein Blumentopf. Der steht hier so unauffällig neben mir. Das war auch ein kleiner Glücksmoment für mich diese Woche. Ich habe in der Vergangenheit, versteht mich richtig, schon Blumentöpfe gedruckt, noch mit meinem uralten Anycubic. Das hier ist aber der erste Blumentopf, den ich mit dem neuen Bambudrucker gedruckt habe. Und ich zeige ihn euch auch gleich nochmal unter der anderen Kamera. Ich bin super glücklich über das Ergebnis. Er ist so schön geworden. Was jetzt noch fehlt, dazu bin ich diese Woche einfach nicht gekommen, ist, dass ich den mal noch ordentlich lackiere. Das ist wahrscheinlich eure nächste Frage, ob ich den mit besonderen Einstellungen gedruckt habe, ja oder nein. Hier tatsächlich nein. Und ich erkläre euch auch, warum. Also erstens, habt mal Mitleid mit meiner Osterglocke, die hat einen kleinen Frostschaden erlitten diese Woche. Aber guckt doch mal, wie schön. Ich hoffe, dass es hier unter der Kamera einigermaßen rüberkommt, wie unfassbar schön gleichmäßig das geworden ist. Und hier habe ich übrigens überhaupt nicht mit abgefahrenen Parametern gedruckt, sondern hier habe ich einfach nur auf 0,16 mm High Quality gestellt. Das war's. Also überhaupt keine abgefahrene Druckeinstellung und ich bin total verliebt in die Oberflächenqualität.
Die Wandstärke finde ich selbst auch ganz gut. Der Autofokus huckelt und ist unscharf. Der tut sich wahrscheinlich schwer mit so viel Weiß. Ich höre mal auf, dran rumzufingern. Dann habt ihr es vielleicht leichter mit gucken. Wir können auch die Pflanze mal rausnehmen. Dann seht ihr das Ding vielleicht noch mal ein bisschen besser. Dann seht ihr auch noch mal, wie dick die Wandstärke tatsächlich ist. Da habe ich auch einfach jetzt mal ausprobieren wollen, aber ich bin tatsächlich total verliebt in die Qualität und klar, ihr versteht es sofort. Also die meisten von euch, die hier sind, verstehen es sicher sofort. Ist schon klar, ne? Warum der genau dieses Perlenmuster haben musste, weil die Idee, quasi passende Perlentöpfe zu meinen Perlensteckern zu machen, einfach viel zu verlockend war, weil das einfach so gut zusammenpasst. Was ich wirklich noch machen möchte, ist den Topf zu lackieren. Ich habe wirklich erst überlegt und es haben einige von euch mir Gott sei Dank auch eine kurze E-Mail geschrieben, was das Material angeht. Und ich war eigentlich total positiv, was heißt positiv überrascht. Ich bin immer glücklich, wenn ihr nach dem Stream mir noch eine Mail schreibt. Da freue ich mich übrigens immer drüber. Aber ich habe da wirklich durchweg auch die Rückmeldung gekriegt, dass ihr vorwiegend eure Blumentöpfe auch einfach mit PLA druckt. Ich habe mir natürlich auch sofort PETG bestellt, aber das ist auch einfach PLA Bamboo Lab Matt. Genau das gleiche Material, mit dem ich auch hier die Ostereier gedruckt habe. Und mein Grund dafür ist relativ simpel. Ich habe dann gedacht, ganz ehrlich, ich hätte jetzt wieder 1000 Dinge ausprobieren können. Es hat mich sofort in den Fingern gejuckt, mir eine dickere Düse zu bestellen. Wegen diesem Überlappungsthema. Ich habe vorhin versucht, diese Schnurüberlappung der einzelnen gedruckten Plastikwürste zu erklären. Und wenn man eine breitere Düse hat, dann ist automatisch die Materialüberlappung logischerweise auch breiter. Und mehr Materialüberlappung bedeutet mehr Dichtigkeit. So, das war da der Grundgedanke. Und dann habe ich gedacht, das bringt doch eigentlich uns allen gar nichts, weil wer von euch wird dann auch sofort loslaufen und sich erstmal noch eine andere Düse kaufen und jeder hat einen anderen Drucker und es muss einfach möglichst leicht zu machen sein. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe nach langem Hin und Her beschlossen, dass wir es hier nicht übertreiben mit irgendwelchen abgefahrenen Einstellungen, sondern dass ich den Topf einfach lackieren werde, wie ich meine anderen Blumentöpfe früher auch immer lackiert habe. Und dann sind die auch dicht. Dann muss man nämlich nicht stundenlang mit 15 extra Settings rumscheißen, zumal hier dazugekommen ist, ich habe an den Druckeinstellungen gespielt, ihr kennt mich ja. Und dann die Zeit, die der Drucker braucht, die wächst in rasanter Geschwindigkeit. Also mit High-Quality-Einstellungen hat der Topf, glaube ich, ungefähr 5 Stunden gedruckt. Das hat mir eh schon genug Warten und Geduld abverlangt. Das heißt, ich hätte jetzt nicht noch unbedingt länger warten wollen. Und wenn man dann den Regler von 0,16 auf 0,08 runtersetzt, dann braucht er natürlich gleich noch viel länger. Und deshalb war ich quasi glücklich, dass ich mit so einer mittleren Einstellung 0,16 so ein tolles Ergebnis bekommen habe. Und ich habe meinen Acryllack noch hier. Ihr seht aber, dem sieht man an, dass der schon gealtert ist. Also der ist schon irgendwie gelb. Mit dem habe ich früher einfach die Sachen behandelt, mit dem Klarlack. Ich will jetzt hier aber auch sehr gerne was matt bleibt. Ich habe mich online natürlich, das habe ich die Woche auch noch gemacht, wenn ich... Ich habe nicht so viel geschlafen. Ich habe eigentlich nur irgendwelche Sachen gemacht. Ich habe noch ein anderes Material recherchiert, was angeblich super toll ist leider auch ein bisschen teurer, aber was quasi auch explizit wirklich für PLA, 3D-Druck und so weiter gemacht ist und womit man einfach einmal ausschwenken kann und dann ist es angeblich dicht. Also irgendeine Art von Lack kommt noch drauf. Wenn ich es lackiert habe, sage ich Bescheid. Genau, die Petra schreibt auch, sie hat diese Woche etliches ausprobiert und ist dann wieder zurück zum Lackieren. Alles andere ist Luxus und Zeit. Danke, Petra. Danke. Du warst auch eine von den Engeln, die sich die Mühe gemacht hat, mir noch eine E-Mail zu schreiben. Und ich liebe das sehr, dass du dir auch selbst die Arbeit gemacht hast, noch ein bisschen rumzuprobieren. Danke. Ich bin glücklich, dass deine Einschätzung und dein Urteil am Ende ganz genauso ausfällt wie meins. Es kommt einfach ein Lack drauf. Welcher es am Ende wird, sage ich euch noch. Ich mag den jetzt so aktuell nicht nehmen, weil der mir nicht mehr aussieht, als wäre er noch gut. Der ist viel zu zähflüssig. Der war, als ich den frisch gekauft habe, wirklich sehr dünnflüssig. Das heißt, ich habe den eigentlich auch so verwendet. Ich habe den auch für Vasen und Gefäße benutzt, die oben wirklich schmal werden, wo du gar nicht die Wahl hast, sage ich mal, innen drin richtig schön mit dem Pinsel durchzugehen, sondern wo du wirklich einfach gießen musst. Ne? Lack reingießen, ordentlich durchschwenken, langsam drehen, dass wirklich die ganze Innenseite benetzt ist mit der Flüssigkeit, Rest wieder ausgießen. So habe ich mit dem Lack eigentlich gearbeitet. Hier bei dem Blumentopf hat man ja noch den Luxus, dass man wirklich innen komplett drankommt und auch einmal mit dem Pinsel wirklich einmal durchgehen kann.
Ja, genau. Petra sagt auch, einfacher, normaler Acryllack völlig ausreichend. Sehr gut, Petra. Da sind wir voll auf einer Linie. Acryllack und fertig. Gut. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe gerade gelesen, wir brauchen noch eine Keksdose. Deckel mit Perlengriff. Stimmt, das geht dann schon als Keksdose durch. Ist auf jeden Fall eine schöne Idee, Heike. Oh, oh, es juckt mich schon in den Fingern. Verdammt. Ich werde mit euch nie fertig, aber das ist gleichzeitig Fluch und Segen. Ich liebe es und manchmal verzweifle ich auch, weil ich denke, mein Tag könnte keine Ahnung wie viele Stunden haben und ich würde auch trotzdem niemals, nie mit irgendwas fertig werden. So, die etwas angeschlagene Glockenblume darf jetzt trotzdem wieder einziehen in den Topf. Der Hasi wird auch wieder montiert. Ein bisschen Angst, dass ich die Glockenblume töte dabei. Bisschen hier an Rand. Schupp, zack. Gut, ich mache einmal ein bisschen sauber und damit habt ihr die Projekte zumindest schon mal gesehen. Ich hoffe, dass das so für euch okay ist. Ich weiß, ihr könnt es euch eh nicht aussuchen. Ihr müsst dann einfach warten, bis es jeweils im Shop ist. Aber bei so Projekten wie hier mit der Lichterkette ist mir wirklich einfach immer wichtig, dass ich euch vorher die Infos und den Kontext gebe und ihr einfach Bescheid wisst. So. Genau, die Keksdose reicht für Nikolaus. Sehr gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit, Heike. Super. Weil ich das gerade lese, wie ist es dann mit dem mit der Lebensmittelechtheit? Martina, PLA selbst ist nicht lebensmittelecht, aber das ist das, was mich tatsächlich gereizt hat an dem Lack, zu dem ich jetzt gelesen habe. Der ist angeblich lebensmittelecht, witterungsbeständig, schlag mich tot, aber ist relativ teuer. Und ich habe mir einen 3D-Druck-Shop gesucht, wo er deutlich günstiger ist als Amazon. Da hätte ich aber auch noch ein bisschen was mehr zu bestellen. Da habe ich schon wieder Filament gefunden, das mir gefällt. Aber die haben Lieferzeiten. Da müsste ich quasi drauf warten. Aber wir müssen ja auch nicht alles in einer Woche machen. Ich dachte nur, ich gebe euch zumindest ein Update. Ich habe was gedruckt. Mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden. Es fühlt sich nicht irgendwie billig oder leicht oder weiß ich nicht was an. Also ich liebe die Haptik auch. Ich habe so einen kleinen Freudentanz hier aufgeführt, als ich den aus dem Drucker geholt habe. Das war echt cool. Ja, und wir hangeln uns einfach so gemeinsam durch die Themen durch. Petra, nochmal ganz viel Liebe an dich. Sowohl für die E-Mail als auch fürs auch ausprobieren und für die Rückmeldung hier. Genau. Und Däumchen nicht vergessen, wer jetzt noch da ist. Das Einzige, was jetzt noch auf meiner Liste steht, sind die Kundenfotos. Es sind wieder sehr schöne Kundenfotos von euch diese Woche reingekommen. Da würde ich jetzt gerne mit euch noch kurz reingucken. Wir machen aber noch eine kurze Trinkpause. Ich trinke noch mal einen Schluck, strecke mich noch mal kurz und dann gucken wir uns noch ganz, ganz, ganz entspannt die Kundenfotos an. Und dann geht es für mich in die Nachtschicht. Weil ich ja noch so viel für euch fertig zu machen habe, bin ich danach noch ein bisschen fleißig, würde ich sagen. So, also, ihr wisst Bescheid, jetzt ganz kurz. Ja. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Ihr kriegt noch eine Runde Song. Ihr wart zu fleißig beim Hochladen. Ich bin gleich wieder da. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck.
dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken, dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los, die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut, bin gleich wieder da, mit frischem Mut, bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit, in einem Moment ist wieder Kreativzeit, noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit, schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Ihr wart ganz schön fleißig, Petra. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich euch gerade so lange warten lasse, aber nur ein klitzekleines bisschen, weil wir werden dadurch mit noch mehr schönen Fotos entlohnt. Ich glaube, ich habe es fast geschafft. Meine Güte, wart ihr wieder tüchtig. Jetzt muss ich das hier mit dem Bildschirm noch hinbekommen. Und dann geht's auch direkt mit dem am frischsten hochgeladenen geht's los. So, jetzt muss ich nur sehen, ob ihr seht, was ich sehe. Ja, es hat geklappt. Petra, du warst ja super fleißig. Ah, und du zeigst was perfekt, was ich auch noch ansprechen wollte und ganz vergessen habe. Also, ich habe euch offiziell im Shop dran geschrieben, dass der Schmetterling eigentlich mit diesem Stäbchen nur so mittelkompatibel ist. Das ist aber wieder nur dem inneren Monk geschuldet. Ich habe natürlich bei den Perlenschmetterlingen auch darauf geachtet, dass dieser innere Spieß, der hier in die Perle passt. Aber der Schmetterling hat anders als die Eier und die Hasen hier unten die mittlere Perle nach oben stehen und nicht nach unten. Und dadurch hat man hier keine Perle, die sich so schön in diese Vertiefung von dem Ständer reinsetzt. Wieder auch so eine Kleinigkeit, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Perfekt, dass die Petra ein Bild davon gemacht hat. Dann konnte ich es nämlich hier direkt nochmal erklären. So. Und guckt mal, da sind gleich mehrere Schalen mit Schmetterlingen entstanden. Und auch eine Reihe Blümchen. Jetzt, Petra, verstehe ich auch direkt, warum du dich gefreut hast, dass es nochmal Blümchen-Nachschub gibt. Die sind wirklich sehr schön geworden. Danke, dass du mir auch wieder Einzelbilder gemacht hast. Das ist perfekt. Hier war die Kirsten fleißig und hat noch ein paar Ostereier gebastelt, kombiniert mit dem Digi-Papierblumen. Hier hat die Petra noch einen Hasi gedruckt, der auch aus dem Fenster gucken kann, da er auf der Deko-Erhöhung steht. Hier eine Schale und schaut mal, wie schick die Schale in zweifarbigen Druck ausschaut. Hier hat die Petra extra den Perlenteil in einer anderen Farbe abgesetzt. Oder hast du das angemalt, Petra? Und falls du es nicht angemalt, sondern gedruckt hast, will ich unbedingt wissen, welches Filament das war. Und noch mit den Eiern innen drin, das ist natürlich perfekt. Also sieht sehr, sehr edel aus. Gefällt mir sehr gut. So, hier nochmal ein Schmetterling. Und noch ein Hasi. Ich freue mich total. Weil die neuen Ständer und die Perlenschale auch bei euch gut angekommen sind. Das macht mich sehr happy. Sehr, sehr schön. Da sieht man die Schale nochmal aus der Nähe. Ich würde ja denken, dass das ziemlich sicher gedruckt ist. Petra bereitet bestimmt schon die E-Mail vor, die an mich gehen muss. Sehr gut. Ist gedruckt, Sunlu Gold. Okay. Sehr gerne ein Link, Petra. Ein Link wäre nicht schlecht. Ich meine mich zu erinnern, dass du vor allem Bambu Original druckst. Deshalb dachte ich, muss jetzt noch mal fragen. Sehr, sehr schön geworden. Hier gibt es auch noch Tulpen. Auch sehr schön. Und Körbchen mit Blümchen. Und ein Osterei. Am Spieß, habe ich vorhin bei Annette schon geschrieben, am Spieß klingt immer so fies, aber es ist sehr hübsch. Hier war die Manuela auch fleißig und hat ihre erste Tulpe geplottet. Und ich liebe das, dass wir jetzt einfach beide Techniken hier immer verbinden. Plotten und 3D-Drucken. Finde ich mega. Die Astrid hat auch Tulpen gebastelt. Schaut mal, wie schön das auch mit Dekopapier aussieht.
Sehr, sehr hübsch. Tonpapier 220 Gramm und Motivpapier in 230 Gramm. Vielen Dank, Astrid, auch fürs Dranschreiben. Astrid, PS, ich liebe die Fotos auf deinem Ofen. Ich habe noch andere so schöne Fotos von dir, von den Spiralblumen, unter anderem von dem Kranz. Und ich liebe das, wenn ich euer Setup wiedererkenne. Hier war die Katja auch fleißig, da hat der 3D-Drucker auch gearbeitet, mega. Die Silvia war auch ganz tüchtig und hat gleich mehrere Papierprojekte umgesetzt. Ich habe hier tatsächlich festgestellt, wie schlecht man diese Ostereier im Shop findet, wenn man Osterei sucht. Da muss ich mal an meiner Verschlagwortung arbeiten. Wenn euch da mal irgendwas auffällt, dass ihr was Bestimmtes sucht und denkt, es müsste doch da sein und ihr findet es nicht, schreibt mir einfach eine Mail. Dann versuche ich auch gleich die Findbarkeit zu verbessern. Silvia, sehr, sehr schön. Sowohl die Stapelblumen als auch der Wabenhase als auch die Ostereier. Und ich weiß, du warst sehr kritisch mit deinen Stapelblumen, aber ich finde, sie sind sehr schön geworden. Hier war die Sonja tüchtig. Die Sonja hat was ganz Interessantes gemacht, nämlich sie hat die Datei mit dem X-Tool in 10 Watt umgesetzt. Und um das Herz hat sie nochmal ein Offset gelegt und beides geschnitten und zusammengeklebt. Und mit weißer Acrylfarbe bepinselt. Also das ist das perfekte Beispiel dafür, dass man das neue Blumenherz auch mit dem Laser umsetzen kann. Da hat der Gerd auch einen Schmetterling gemacht und hat den auf den Halter gesetzt, den er, glaube ich, mit Gießmasse ausgegossen hatte. Das hat er, glaube ich, geschrieben. Und die Perlen haben noch eine Fuzzy-Skin bekommen. Das ist ja auch trollig. Auf die Idee wäre ich auch im Leben nicht gekommen. Aber es ist ein sehr spannender Effekt, Gerd. Vielen, vielen Dank für das Foto. Hier haben wir auch von der Heike nochmal einen Hasi bekommen. Hasi jetzt mit Deko und mit 3D-Herz. Sehr schön, Heike. Und auch von der Heike, meine Ostertür, mein Ostermotiv. Das ist auch ein Motiv, da habe ich immer das Gefühl, ich bin schon eine Plotteroma. Ich müsste mal nachgucken, aus welchem Jahr das ist. Das Einzige, was ich echt bedauere, ist, dass wir hier in unserem Haus, wo wir jetzt wohnen, keine so große Tür mehr haben, wo diese langen, langen Bilder dran gehen. Weil den habe ich ursprünglich ja so entwickelt, dass man den auch komplett am Stück so untereinander hängen kann. Und leider haben wir da jetzt hier einfach kein passendes Fenster mehr. Deshalb werde ich euch vielleicht für immer zum Beispiel die Herbstvariante schuldig bleiben. Obwohl ich schon vor Jahren auch ein Herbstmotiv skizziert habe mit Eichhörnchen und so einem knorrigen Baum und einem Igel unten. Also irgendwann muss ich da doch noch mal ran. Ach ja, und hier haben wir auch noch mal ein Beispiel von der Sonja. Ich glaube, genau in umgekehrten Farben. Ja, diesmal mit schwarzer Acrylfarbe bepinselt. Und hier hat sie noch eine Version gemacht, einmal für den Blumentopf. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Sonja. Ja, hier ist die Katja leicht eskaliert. Katja, ich liebe es. Und ich finde es auch ganz toll, dass du mir die sogar noch mal nach Produkt sortiert fotografiert hast. Wir kriegen jetzt noch ein paar mehr Bilder davon. Für die 50% Größe habe ich die Katja jetzt ja im Stream schon mehrfach offiziell für verrückt erklärt. Ich liebe es. Die sind so goldig und danke, 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 dass du dir immer die Mühe machst, das auch so schön zu fotografieren. Guckt mal hier. Da extra nochmal nach Blume quasi sortiert und auch nochmal der Größe nach aufgestellt. Und hier noch die andere Blume. Einmal 5-blättrig, einmal 6-blättrig. Man muss die ja schon auch ordentlich fotografieren. Sehr, sehr schön, Katja. Vielen, vielen Dank. Auch ein Foto von der Katja und hier durfte der 3D-Drucker arbeiten. Das ist auch eine sehr hübsche Farbe. Ich liebe auch immer Katjas Filament. Katja hat sehr schönes Filament. Wenn ich mal wieder Filament bestellen muss, muss ich erst wieder bei euch nachhören. Hier hat auch die Katja ein Hasi gedruckt. Auch sehr hübsch. Also ich liebe das sehr, dass die Perlenprojekte und der Ständer so toll bei euch angekommen sind. Und wahrscheinlich während der 3D-Drucker Hasi gedruckt hat, hat die Katja auch gleich noch ein paar Eier gebastelt. Mit dem Digipapier Knitter drauf. Auch hier nochmal Digi-Papierknitter und schaut mal, wie unterschiedlich das wirkt. Hier hat die Katja einfach stark verkleinert. Ziemlich clever, weil sie dadurch Streifen hat, die auf dem Ei langlaufen. Und hier hat sie es einfach in einer relativ großen Auflösung gedruckt. Da kommt der Knittereffekt stärker raus und das Ei sieht eigentlich mehr marmoriert aus. Und hier sieht es streifiger aus. Also das ist wirklich nur Größe, was dazwischen liegt. Clever gemacht. Hier war die Marina fleißig. Die hat Ostereier gebastelt. Die Eiform sieht man jetzt von hier oben nur so mittel, aber ihr kennt das Projekt.
mit der gebrochenen Kante. Und das ist auch ziemlich verrückt, weil wir haben 100%, 70, 40 und 30. Marina, hattest du Hilfe bei den 30%? Hast du viel tief atmen müssen? Verrückt, aber auf die beste Art und Weise. Hier seht ihr sie nochmal. Jetzt kann man sich die Form auch vorstellen. Hier habt ihr diese wunderbare gebrochene Kontur. Was habe ich damals eine Wissenschaft gemacht, bis das Ei genauso gebrochen war, wie ich es gern haben wollte. Und auch noch eine sehr süße Umsetzung in der Variante mit dem Henkel dran in kunterbunt. Sehr, sehr schön gemacht. Hier seht ihr die mit den Henkelchen auch nochmal aus der Nähe. Also wer spontan noch Lust hat auf ein Osternest und sagt, ja, 3D-Druck ist nicht meins, aber Plotten, da bin ich dabei, könnt ihr euch hier nochmal inspirieren lassen. Das kriegt ihr locker bis nächste Woche noch umgesetzt. Ja, Marina schreibt, ja, Pinzette. War gut entspannend. Sehr schön. Ja, so hat jeder andere Dinge, die er entspannend findet. Sehr schön. Hier war die Martina fleißig. Die hat auch ein Hasi gedruckt und hat auch gleich Schoki mit in die Schale gepackt. Sehr, sehr schön. Auch von der Martina. Guckt mal, mit einem süßen kleinen Marienkäfer drinne. Auch ziemlich clever. Da kann man sich jetzt bei euch gegenseitig auch immer Ideen abgucken, finde ich. Diese Konstruktion mit den Eiern in den 3 Größen, die hier so versetzt mit den Stäbchen einzusetzen. Sehr, sehr schlau. Das finde ich sehr, sehr clever. Dann kann man die Eier sogar theoretisch noch zueinander verdrehen. Der Gerd hat noch ein Herzchen gedruckt in PLA Mint und Weiß als Geschenkbox auf 200% vergrößert. Sehr schön. Und auch der Gerd hat das Schälchen umgesetzt, die Perlenschale. Auf 120 mm skaliert aus PLA. Sehr, sehr schön, Gerd. Und auch in der hohen Auflösung, glaube ich, gedruckt. Sieht sehr gleichmäßig aus, die Oberfläche. Und die Annette hat auch das Schälchen umgesetzt. Auch in dem Fall hier ohne Gewinde. Auf 50% verkleinert und auch mit einem farblich abgesetzten Perlenrand. Ihr seid Füchse. Füchse mit ähnlichen Ideen. Aber ich finde es so cool, wie unterschiedlich das jetzt auch wieder wirkt. Hier war die Christine noch mal fleißig und hat noch ein Hasi mit Knickohr gebastelt und komplett mit Dekor drauf. Und ich würde fast tippen, vielleicht liege ich da aber auch falsch, dass das Dekor Haida Glitterpapier sein könnte. Sehr, sehr schön, Christine. Und PLA in Gold und Rot. Christine hat auch gleich noch ein Körbchen gedruckt. Bei der Annette durfte dann doch auch noch ein Körbchen einziehen, ein Schälchen mit Gewinde. Waren wir erst skeptisch wieder, weil bei Annette die Drucke von den Maßen her so anders ausfallen als bei mir. Ob das wohl alles ganz so klappt, aber es hat gut geklappt. Und Annette, wenn ich das hier sehe, genau, du hast auch wieder zweifarbig gedruckt. Hier sogar das Teil mit Gewinde, in Weiß und in Beige. Ist auch interessant. Mit der weißen Fläche finde ich eigentlich zu dem weißen Hasen auch eine sehr, sehr gelungene Kombination. Hier war auch die Martina fleißig, die ist ganz verliebt gewesen in die Mini-Tunnelkarte Sonne, hat sie in der Facebook-Gruppe geschrieben und kombiniert mit dem 3D-Rahmen. Habt ihr hier nochmal ein Bild, ein bisschen aus einem anderen Winkel. Sehr, sehr hübsch, leuchtet richtig, richtig schön. Annette hat auch ein paar Blümchen gedruckt und sogar eins bemalt. Ich glaube, das sehen wir auch gleich nochmal aus der Nähe. Ja, mit den Acrylstiften. Annette, da liegen wir weiterhin auf der Lauer, falls die mal ins Angebot kommen. Denkst du an mich? Hier habe ich mich direkt auch wieder gefreut. Foto von der Marina. Der Flower Power Hase aus Blackbow-Folie auf schwarzer Baumwolltasche. Und die Blackbow macht ja so einen tollen Effekt, wenn das Licht da irgendwie passend drauf fällt. Und Marina, direkt Rückfrage an dich. Hast du Hasi entdeckt durch die Inspirationsreihe auf Facebook? Ich frage mich ja immer, ob das überhaupt irgendwas bringt, euch diese alten Bilder zu zeigen, weil das Vorbereiten, sage ich mal, der ganzen Fotos, das Einplanen und so ja auch immer ganz schön Zeit in Anspruch nimmt. Aber wenn ich sowas entdecke, habe ich das Gefühl, ihr habt dann doch irgendwie mal eine alte Datei entdeckt und die auch umgesetzt. Und dann denke ich immer, dann ist es doch für was gut. Ah, Christine korrigiert mich gerade. Danke, Christine. Das war Glitzerflexfolie. Gehen wir nochmal nach hier. Noch weiter, hier.
Danke, Christine, fürs Bescheid sagen. Es ist Glitzerflexfolie. Aber sie sieht fast aus wie der Haider Glitterkarton, ist aber natürlich besser aufzubringen, ne? Wahrscheinlich. Wenn du die einfach aufgepresst hast, geht besser, als wenn man das alles kleben müsste. So. Ach, die Marina ist nicht bei Facebook, hat die schon länger auf der Festplatte. Dann war das reiner Zufall, Marina. Dann sind jetzt alle anderen gefragt, die bei Facebook sind, was sie zu der Inspirationsreihe sagen. Das ist auch für mich wieder eine Erkenntnis. Ne? Das ist so dieser Irrglaube, dass jeder immer überall ist. Natürlich seid ihr nicht alle auf allen Plattformen, aber irgendwie, wenn ich jetzt hier mit euch freitags im Stream stehe und irgendwas erklärt habe, dann ist es für mich gedanklich abgehakt. Und ich denke, ja, jeder weiß Bescheid. Natürlich weiß nicht jeder Bescheid, weil es hat nicht jeder Zeit, den Stream anzugucken. Das verstehe ich auch völlig. Aber kennt ihr das, wenn man selber da irgendwie dann durch ist durch das Thema und man dann sagt so, ja, Haken dran, ist jetzt geschafft, ist jetzt erledigt, alle wissen, also vielleicht geht es auch nur mir so. Ich muss da echt immer an mir arbeiten, weil ich immer denke, eigentlich muss man auf jeder Plattform Bescheid sagen und auf jeder Plattform eigentlich auch zweimal Bescheid sagen, weil beim ersten Mal erreicht man auch nicht jeden. Ist gar nicht so einfach. Umso besser, dass wir unsere eigenen E-Mail-Benachrichtigungen inzwischen haben. Aber da überlege ich dann doch fast schon, ob ich euch die Inspirationsserie vielleicht nächstes Jahr dann auch per Mail schicken soll. Müsste ich schon wieder was programmieren. Ach, keine Ahnung. Es ist so schwierig, man kriegt eh nie alle, aber eigentlich ist es schade, weil ich stecke echt Zeit und Liebe und Herzblut in die Vorbereitung dieser Inspirationsreihe. Und deshalb frage ich euch auch ständig danach, weil für mich halt total spannend ist, ob das bei euch überhaupt ankommt, ob ihr die angezeigt bekommt oder ob ihr denkt, ach, das ist alles irgendwie schon kalter Kaffee, kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Keine Ahnung. Also ich brauche da Feedback von euch. Ich bin ja immer noch mitten in dieser 365-Tage-Challenge, aber ich nehme immer gerne Inspirationen und Rückmeldungen an. So, wieder weiter zu den Kundenfotos. Franziska! Die Franziska hat so viele von diesen Eiern gebastelt. Es gibt gleich noch ein paar Bilder mehr. Das Low-Poly-Ei und eigentlich war ja die Überlegung, ob ich jetzt an dem Bastelwochenende mal wieder ein Low-Poly-Projekt, aber natürlich jetzt nach Ostern kein Ei, sondern eine Kugel bastle. Wir haben uns jetzt ja umentschieden, quasi für noch mehr von diesen anderen 3D-Stapelprojekten sozusagen, aber ich liebe eigentlich auch diese Low-Poly-Projekte. Franziska, danke, dass du mir so viele Bilder gemacht hast. Da kommen jetzt gleich noch ein paar mehr. Deine Ostereier sind ganz, ganz toll geworden. Sogar mit dem Drehverschluss am Boden. Das ist so verrückt. Das ist für mich manchmal auch selber verrückt, das so zu sehen nach so langer Zeit. So, oh, was habe ich mir denn dabei damals gedacht? Ich habe manchmal schon ein bisschen eine Macke, aber ja, ich liebe das Ergebnis. Danke, Franziska, fürs Zeigen. Ihr seht, ich habe da sogar so kleine Flügelchen dran konstruiert, die sich dann glatt legen, damit man den Drehverschluss auch wieder schön abstellen kann. Also ja, man vergisst es manchmal selbst. Also ich vergesse sogar selbst, was ich alles schon gemacht habe. Wieder ein Grund mehr für die Inspirationsserie. Ach Gott. Die Petra sieht immer mal wieder was bei der Inspiration, was sie mal wieder machen könnte, ja. Ja, aber ihr müsst ja dann auch immer die neuen Projekte abarbeiten, verstehe ich völlig. Also man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Auch dieses Ei hat einen Drehverschluss bekommen. So schön. Franziska, dass du dir auch die Mühe gemacht hast, den Verschluss nochmal zu fotografieren. Ich liebe das komplett. Die Bilder sind perfekt für Pinterest-Pins. Mega. Und schaut mal, ist das nicht süß von der Martina auch. Die hat dem Perlenschmetterling noch einen Pfeifenreinigerkörper verpasst. Ich habe auch erst überlegt, ob ich noch irgendwie einen Körper für den Schmetterling brauche oder ob ich hier oben, wo man ihn eigentlich auch aufhängen kann, ob ich noch so einen Einstecker mit so Fühlern oder so machen soll. Aber irgendwie ist mir nichts eingefallen, was ich so richtig schlüssig finde. Und die Idee mit dem Pfeifenreiniger finde ich einfach super goldig. Also über das Bild habe ich mich auch total gefreut. Mega. Einfach weil es dem noch so diese Flauschigkeit gibt, ihm auch einfach nochmal so eine andere Komponente, die ich mit dem 3D-Druck selber ja ohnehin nicht hinbekommen hätte. Das ist total süß. Und hier war die Verena fleißig. Der Hase ist aus Foliatonpapier in hellbeige, die Wabenkugel 5 cm ist aus Gmundpapier Vanille und Clairefontaine Minze. Ganz liebe Grüße an die Verena, die das heute extra hochgeladen hat und geschrieben hat, was macht man so quasi, wenn man nicht mehr schlafen kann.
Hasen basteln. Wabenhasen, Wabenkugeln. Sehr gute, sehr sinnvoll investierte Zeit. Und noch besser, dass du uns direkt Bilder gemacht hast. Vielen, vielen Dank dafür. Hier gibt's noch mehr. Hier gibt's noch mehr. Und auch wieder so schön fotografiert. Der in Schokobraun und in Rehbraun. Sind beides so süß. Und natürlich direkt wirklich mit den Tulpen ist auch wieder das perfekte Bild. Sehr, sehr schön gemacht. Die Annette hat auch einen Schmetterling am Spieß produziert. Das ist das, was ich meinte. Am Spieß klingt so fies. Aber das Resultat kann sich sehr gut sehen lassen. Vielen, vielen Dank, Annette, für das Foto. So. Und hier sind wir bei dem Foto von der Sabine angekommen. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Damit sind wir durch die Bilder durch. So, ihr Lieben, ich komme noch einmal zurück, um euch offiziell, ganz offiziell, ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Nächste Woche Freitag sehen wir uns nochmal um 20 Uhr zur gewohnten Zeit, wenn ihr Lust habt. Hier. Was ich dazu berichten habe, weiß ich noch nicht. Ich finde, es war diese Woche wieder sehr, sehr viel. Es tut mir leid, wenn ich euch mit den ganzen technischen Details heute ein bisschen verschreckt oder erschlagen habe. Aber ja, es gibt einfach Wochen, da geht es nicht anders. Ich hoffe sehr, dass meine gute, neue, aufgefrischte, verbesserte Beziehung zu meinem Caesar-Plotter, der genau hier steht, so dass ihr ihn nicht sehen könnt, weiter floriert. Welche Datei war noch der Hase in Black? Das kann ich noch mal ganz kurz zeigen, Christine, oder zumindest sagen. Oder da, Achtung, Aufgabe für meine beiden Liebsten, die jetzt beide wahrscheinlich gerade hochschrecken. Die Annette ist bestimmt schneller als mein Mann. Das ist der Flower Power Hase im Shop. Flower Power Hase heißt der. Vielleicht kann jemand von euch noch ganz kurz den Link in die Kommentare organisieren. Kann ich zur Not auch selbst machen. Aber wenn es einer von euch machen würde, wäre es super. Ja, und ich würde sagen, für all das, was ich da an Troubleshooting diese Woche hinter mich gebracht habe, war ich dann in Summe doch noch ganz produktiv. Es ist so vieles, was fast fertig ist. Es lohnt sich also bestimmt jetzt auch am Wochenende nochmal in den Shop reinzugucken, gerade für die 3D-Druck-Leute, da kommt jetzt auf jeden Fall was. Die Plotter-Leute müssen noch 2-3 Tage vielleicht länger warten, außer vielleicht auf die Blümchen, weil bei denen bin ich jetzt relativ weit gedient. Die haben wir heute gar nicht zusammengebaut. Wenn ich das diese Woche nicht schaffe, trate ich die nächste Woche ganz in Ruhe, weil bei den Rosettenblümchen hätte ich auch die Idee, dass es da noch so 2-3 mehr geben könnte. Da könnte ich dann endlich mal hier meine Schneeflocken an den Ästen ersetzen durch was ein bisschen mehr nach Frühling schreit. So, mal gucken. Also auch wenn nächste Woche Ostern ist, haben wir uns ja verabredet für diejenigen, die da sind, Zeit und Lust haben, dass wir uns Freitag 20 Uhr zum Stream sehen. Übernächste Woche, also in der Woche nach Ostern, gibt es keinen Stream. Da treffen wir uns ja zu unserem Basteltreffen. Es gäbe noch 2 Plätze, glaube ich, aktuell für Kurzentschlossene, falls also jemand spontan sagt, hey, das Projekt traue ich mir zu und diesen verrückten Haufen von Hühnern, den gucke ich mir doch mal an. Da sind lauter Gleichgesinnte und viele, die genauso verrückt sind wie ich. Noch wäre es möglich, noch könnte man anfangen zu plotten auch. Wer sich unsicher ist, kann wie immer eine E-Mail schreiben. Ich glaube zwar, wir sind jetzt eigentlich von der Gruppe her auch, ich will nicht sagen vollzählig, aber vollzählig genug, dass es stattfindet, sind wir ja schon länger. Und wollte es einfach nochmal gesagt haben, weil wir übliche Verdächtige haben, die sich immer erst im letzten Moment überlegen, dass theoretisch schon noch was geht. Gut. Ja, Alicia, es schneit eh noch mancherorts. Annette, vielen Dank nochmal fürs Reinsetzen von dem Link zu dem Hasen. Dann kann die Christine nochmal drüben schauen. Der Hase ist auch toll, auch negativ angelegt. Danke, Marina, genau. Sodass die Blümchen stehen bleiben. Falls du es umsetzt, Christine, ich wünsche mir ein Foto wie immer. Und bevor ich mich jetzt ewig verquatsche, genau, die Kirsten sagt, sie freut sich schon so. Kirsten, ich freue mich auch schon. Jetzt langsam aber sicher. Ich muss jetzt meine Projekte für euch noch fertig machen.
Da habe ich jetzt gerade noch so ein bisschen Druck, aber sobald die fix und fertig sind, freue ich mich einfach auch nur noch. Also ich freue mich schon sehr auf das Wochenende mit euch. Das wird sicher wieder genial. Ich habe versprochen, ich bringe den kleinen 3D-Drucker mit und ansonsten wird ganz entspannt gebastelt. Das ist auch wirklich der Grund, warum ich mich für die Stapelprojekte entschieden habe, weil ich einfach dachte, das ist entspannt im Basteln und wir haben einfach Zeit zu quatschen, mehr Zeit zu quatschen. Wir haben keinen Stress, dass jeder irgendwie Druck hat, jetzt noch irgendwie bestimmte Teile fertig machen zu müssen. Wir gucken mal. Bianca sagt, bei ihr klappt es diesmal leider nicht, auch nicht kurzfristig. Schade, Bianca, vielleicht beim nächsten Mal. Gut, ihr Lieben. Schön war's. Vielen Dank für eure Zeit. Ich groove freitags schon vor dem Stream hier rum und summe den Stream-Song vor mich hin. Ihr kriegt jetzt noch den Stream-Ende-Song. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Freitag wieder um 20 Uhr. Ciao, ciao. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wird's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Bleibt inspiriert, ihr seid genial. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Zusammen kreativ, heute war es wieder toll. Wir hoffen, der Kopf ist jetzt mit Ideen voll. Wir sehen uns bald schon wieder, das ist jetzt schon klar.